Und ohne Ton. Jetzt auch mit Ton. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Wie das dann immer ist, ne? Hassel in letzter Sekunde. Ich hoffe, jetzt funktioniert. Ah ja, okay. Ich sehe gerade, Veronika schreibt, es ist Werbung. Ja, Bild und Ton schreibt Annette. Sehr gut, sehr schön. Heieieiei. Wenn man nicht so hier einsteigen kann, wie man das gewohnt ist, ist das auch immer ja, Zusatzstress. Aber da könnt ihr nichts dafür. Ich bin selber schuld, dass ich hier im Hintergrund immer an der Technik rumschraube. Wie geht's euch? Seid ihr bereit? Wir machen heute das, was ihr schon so lange von mir sehen wollt, nämlich Thema Print and Cut mit dem Caesar-Plotter. In meinem Fall mit der Caesar Juliette. Ihr wisst es, ich habe keine Romeo. Aber ich gehe davon aus, dass es da genauso funktioniert. Ich denke, das sollte eigentlich genauso funktionieren. Weil ich die Frage gerade lese, doch, Achtung, ich teste das jetzt, wir machen direkt Techniktest. Das hat schon mal nicht geklappt. Jetzt. Also es gäbe durchaus auch die Möglichkeit, den Chat mit einzublenden. Aber ich glaube, für das, was wir heute machen, schmeiße ich den Chat tatsächlich raus. Wenn wir nachher irgendwas machen, wo ich ganz viel Feedback von euch brauche, können wir überlegen, ob wir den Chat mit reinholen. Aber wir wollen ja heute ganz viel irgendwie gucken und ausprobieren. Ja, ich weiß schon. Wir können ihn dann auch wieder reinholen. Also schreibt ja sonst einfach gerne nochmal zwischen rein. Ich schmeiße ihn jetzt nochmal raus. Wir gehen wieder auf die Vollbildvariante zurück und starten einfach mal mit dem Wer, wie, wo, was, wann vielleicht. Also erstmal ein Dämpfer vielleicht zum Anfang. Wer jetzt darauf hofft, dass wir heute einen kompletten Blumenstrauß basteln, den muss ich enttäuschen, das werden wir nicht, weil wir sonst den zeitlichen Rahmen total sprengen. Ich will mit euch heute erstmal über die Vorbereitung sprechen und darüber, wie man das denn macht, drucken und schneiden. Denn bei diesem Projekt muss man ja nicht nur auf einer Seite drucken, sondern idealerweise so vielleicht, ne, wenn ich euch da von oben reingucken lasse, so, doppelseitig drucken und schneiden. Und dann soll im Idealfall auch noch alles an seinem Platz sein. Deshalb heute mal hier den Drucker direkt schon parat gestellt, dass wir auf jeden Fall drucken und schneiden können zusammen. Und ich habe auch was für euch vorbereitet. Ich überlege gerade, worum wir am besten anfangen. Vielleicht noch mit dem einen Hinweis. Diejenigen von euch, die hier diese Farbdruckdateien für den Blumenstrauß irgendwann schon mal gekauft haben, da habe ich vorhin, kurz vor knapp, ein Update für euch hochgeladen. Und zwar eine Caesar-Variante. Ich erkläre nachher, wenn wir in der Software arbeiten, was da anders ist. Eigentlich ist alles gleich. Es geht bei der Caesar-Variante einfach nur darum, dass ihr den Blumenstrauß auch in der Größe 100%, ich hole ihn mal her, weil der hier ist verkleinert, dass ihr den auch in der 100% Größe umsetzen könnt. Deshalb habe ich euch das Ganze nochmal neu hochgeladen. Wartet, wenn ich die nebeneinander halte, dann seht ihr schon einen Größenunterschied, oder? So? Also der eine, den ich hier habe, das ist quasi die Originalgröße und der hier ist die etwas kleinere Variante. Und diese kleinere Variante konnte man schon die ganze Zeit mit Caesar umsetzen, aber nach dem, was ich heute hochgeladen habe, geht jetzt auch diese größere Original 100% Version. Das heißt, wer das Projekt schon hat, einfach nochmal neu im Shop herunterladen. Wer es noch nicht hat, ich habe heute spontan mal beschlossen, es gibt einen Live-Rabatt. Es gibt auf alles, was mit diesem Blumenstrauß-Projekt zu tun hat, 15% Rabatt jetzt am Wochenende. Das heißt, wer noch eine zusätzliche Farbe braucht oder generell erstmal das Projekt braucht, kann jetzt zuschlagen. Günstiger wird es in der Regel nicht mehr. Wie lange man für das Blumenstrauß-Projekt ungefähr braucht, fragt die Birgit. Birgit, warte. Ich kann einmal ganz kurz parallel einen kleinen Blick in mein Anleitungsvideo vom Strauß werfen und kann dir zumindest sagen, wie lange das Anleitungsvideo dauert. Und man braucht ja dann selbst zum Zusammenbauen doch immer noch mal einen kleinen Moment mehr. Aber es wird im Anleitungsvideo wirklich ganz genau Schritt für Schritt gezeigt, was wohin gebaut werden muss. Das Anleitungsvideo ist 27 Minuten und 38 Sekunden lang. Halbe Stunde Anleitungsvideo, das heißt, ich würde sagen, du baust wahrscheinlich selber ungefähr eine Stunde. Kommt drauf an, wie schnell ihr seid und wie schnell man das Prinzip versteht. Aber es ist kein Riesenprojekt, weil eigentlich ist alles ganz deutlich beschriftet. Es ist ganz klar, was ist welches Teil. Da kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Und es ist kein XXL-Projekt wie jetzt die Schneeflocke, die ich hier im Januar gebastelt habe. Die Anzahl an Teilen ist sehr überschaubar, es geht relativ zügig. Gut, ihr Lieben,
Ich räume mir hier einmal meinen Browser aus dem Weg, mache mir Leonardo auf und wir gucken direkt mal, ob wir gemeinsam in die Software gucken können. Dann zeige ich euch nämlich gleich mal, womit wir anfangen. Ich würde damit anfangen, dass wir erstmal einen kleinen Test machen. Ich habe nämlich ein Testblatt für euch vorbereitet. Wer hier diese Farbdruckvariante für die Juliette im Shop runterlädt, der hat da seit heute dieses Testblatt auch mit drin. Da ist diese Testblatt-SVG-Datei schon enthalten. Für diejenigen von euch, die noch keins der Projekte haben und einfach erstmal ausprobieren wollen, wie Print and Cut mit ihrem Drucker und Plotter und ob das überhaupt funktioniert und ob ihr das überhaupt hinbekommt. Ihr könnt dieses Testdruckblatt auch verwenden. Schaut bitte mal hier unter dem Video in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch die URL quasi, den Link habe ich euch dort verlinkt. Ist alles erst wieder kurz vor knapp fertig geworden. Deshalb seht es mir nach, dass es noch nicht im Newsletter oder so mit drin stand. Wir gucken jetzt einmal zusammen in die Software. Ich hoffe, das klappt direkt. Zack, ihr seht hoffentlich einmal den Bildschirm. Ich habe jetzt hier einfach Caesar offen und ich habe auch meine Vorbereitungen, die ich gemacht habe, nochmal komplett rückgängig gemacht, damit wir quasi gemeinsam bei Null anfangen. Ich habe hier standardmäßig meine große Matte eingestellt und wir holen uns jetzt erstmal meine Testdatei in die Software. Das ist eine SVG-Datei. Wartet, Moment, wir machen es. Warum machen wir es? Wir machen es andersrum. Wir sagen erstmal, wir wollen den Druck- und Schneidejob machen. Das habt ihr hier rechts in dieser Übersicht, wo ihr freies Format, Schneidematte und so weiter wählen könnt, kann man hier unter der Schneidematte sagen, es ist ein Druck- und Schneidejob. Dann ändert sich nämlich auch das Aussehen sofort so ein kleines bisschen. Und hier unten drunter wählt man die Papiergröße aus. Bei mir ist jetzt A4 ausgewählt. Was ihr da auswählen könnt, hängt einfach davon ab, was euer Drucker kann. Ich gehe jetzt hier von A4 aus. Ich glaube, die meisten haben, wenn überhaupt, auch nur in Anführungszeichen einen A4-Drucker zu Hause. Und hier können wir jetzt gleich was auf die Matte packen und ihr seht schon, dass hier so Ränder ausgegraut sind. Wer Print and Cut schon vielleicht von Silhouette kennt, der weiß auch, dass man da immer nicht so ganz die ganze Seite nutzen kann. Das wäre das Erste, was ich jetzt mit euch direkt noch mitmachen will. Wir haben jetzt einmal den Druck- und Schneidejob aktiviert und dann gehen wir hier oben noch einmal in die Voreinstellungen. Also Datei, Voreinstellungen, dann hier alle Präferenzen. Und hier versteckt sich nämlich noch was. Hier kann man einmal auswählen, dass kleine Seitenränder angelegt sein sollen. Hier kommen zwei so rote Ausrufezeichen, die einem vielleicht erstmal erschrecken, aber hier steht eigentlich sinngemäß nur dran, dass man selbst sicherstellen soll, dass der Drucker überhaupt dieses Format drucken kann. Die schreiben hier, dass man soll gucken, dass er borderless, also randlos drucken kann. Dazu sage ich dann auch noch was. Wir wollen auf keinen Fall in den Druckeinstellungen randlos wählen. Wir wählen hier einfach die kleinen Seitenränder und sagen okay. So, jetzt sieht es erstmal komisch aus, weil sich hier nichts geändert hat. Das ändert sich jetzt aber in dem Moment, in dem ich den Haken hier einmal rausnehme beim Druck- und Schneidejob und ihn wieder reinsetze. Diesen Moment braucht er irgendwie, um jetzt, wenn ich wieder auf Druck- und Schneidejob gehe, diese Ränder auch kleiner zu machen. Würde ich euch total empfehlen, weil ihr so einfach viel mehr von der Matte auch nutzen könnt. So. Also wir haben jetzt hier einmal den Druck- und Schneidejob angehakt und in den Voreinstellungen kleine Ränder eingestellt. Und jetzt bringe ich einmal die Testdatei hier rein. Ich ziehe die einfach wieder hier über die Software, lasse los und importiere die als bearbeitbare Grafik. Wichtig, ich wähle hier bewusst nicht Drucken und Schneiden, sondern ich wähle bearbeitbare Grafik. Ich kann mal hier zeigen, was passiert bei Drucken und Schneiden, dann macht er das irgendwie komisch. Ich habe hier eine SVG, die direkt schon eine Bildinformation enthält und da ist diese letzte Variante, bearbeitbare Grafik, sinnvoll. Also Apply, damit er das Ganze lädt. Und was jetzt als nächstes nicht so schön aussieht, ist, dass hier oben diese Ecken rot leuchten, weil dieses rote Leuchten sagt einem eigentlich, Achtung, hier, diese Registrierungsmarken passen nicht mit auf die Matte. Das könnt ihr aber lösen. Ich habe natürlich den Platz wieder ziemlich gut ausgenutzt, indem ihr hier oben einmal sagt, er soll die Seitenmarkierung verwenden. Man kann hier entweder den Markenabstand reduzieren oder man sagt gleich, nimm die Seitenmarkierung, dann setzt er einfach hier diese schwarzen Ecken ganz, ganz außen an den Bereich, wo man das Ganze, so weit quasi, wie man das Ganze ausnutzen kann. So, hier ist die Testseite und es ist jetzt eine Sache, die hat mich am Anfang auch wahnsinnig gemacht und ich musste die selber erst googeln, deshalb zeige ich sie euch. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich will das Design senden und dann auf Senden gehe und dann seht ihr, dass ihr nichts seht. Dann seht ihr eine leere Seite und das hat mich am Anfang verrückt gemacht. Wir gehen nochmal zurück.
Das liegt hier daran, dass ich dem Gerät oder besser gesagt der Software erst noch sagen muss, was es hier mit meiner importierten Datei auf sich hat, dass er die als Drucken und Schneiden Projekt umsetzen soll. Und das macht ihr hier in dieser Eigenschaftenübersicht. Falls die bei euch noch auf Farbwähler gestellt sein sollte, klickt ihr einfach einmal rüber auf die Ebenen. Und hier habe ich jetzt hier diese MK-Test, Print und Cut SVG und direkt hier vor diesem kleinen Ordnersymbol klicke ich einmal ins Leere. Und jetzt bekomme ich eine Auswahl. Jetzt kann ich nämlich sagen, das Ganze soll geschnitten werden oder es soll in diesem Fall gedruckt und geschnitten werden. Also drucken und schneiden, dieses cyanfarbene Teil, das wählen wir aus. Und wenn ich jetzt auf Design senden klicke, wieder sage, jawohl, wir wollen das senden, und dann sehe ich auch meinen Testbogen, den ich hier einmal ausdrucken will. Das heißt, die erste Tat wird jetzt dann als nächstes sein, dass wir diesen Testbogen einmal drucken. Und ihr seht hier links schon, da oben einmal Print Artwork, das ist quasi der Druck, den wir hier dann an den Drucker senden. Und unten drunter seht ihr die Cutting Contours, also die Schneidekonturen, die werden dann im nächsten Schritt geschnitten. Aber wir machen immer schön eins nach dem anderen. Wir starten mal mit dem Drucken, da will ich auch unbedingt noch was dazu sagen. Und zwar könnt ihr hier rechts euren Drucker auswählen, ihr könnt das Papierformat auswählen und ihr könnt vor allem bitte das Ganze so einstellen, dass der auf gar keinen Fall diesen randlosen Druck verwendet. Wir können gleich mal in meine Druckereinstellungen vielleicht reingucken. Papierformat A4 passt, hinteres Fach habe ich bei mir schon so eingestellt, zeige ich euch an meinem Drucker auch gleich. Liegt bei mir daran, dass ich ein relativ starkes Papier benutze. Ich nehme meinen A4 Tonkarton, 220 Gramm, den ich für alles nehme, den nehme ich auch dafür. Das passt also. Wir können trotzdem gerade noch mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich von hier direkt, doch wenn ich jetzt auf Send to Printer gehe, zeigt er die Einstellungen nochmal. Und zwar gehe ich mit euch hier einmal in die Eigenschaften. Je nachdem, was ihr für einen Drucker habt, sieht es bei euch natürlich alles anders aus. Aber fast jeder Drucker hat hier irgendwo auch die Möglichkeit, dass man einstellen kann, die Seite einrichten, die Größe irgendwie einrichten. Und wenn ich jetzt hier einen Randlosdruck auswähle, seht ihr, da muss ich eben auch ganz arg aufpassen, dann seht ihr beim Randlosdruck, dass man hier bei meinem Canon so einstellen kann, wie weit er das Bild vergrößern soll. Und diese Vergrößerung macht er beim Randlosdruck, um ganz sicherzustellen, dass es keine weißen Ränder gibt. Das heißt, er zieht das Bild eigentlich ein bisschen größer, als es eigentlich ist. Und ihr hört schon an diesem, er zieht das Bild größer, als es eigentlich ist, dass das was ist, was wir auf keinen Fall wollen. Und was wir für meine Projekte auch nicht brauchen. Das heißt, entweder wählt ihr wirklich eine Einstellung, wo ihr sagen könnt, es ist skaliert und es sind ganz genau 100%. Wichtig für diese Drucken- und Schneidenprojekte ist nämlich immer, dass man in Originalgröße druckt, weil man dann ja auch in Originalgröße schneiden will. Das heißt, wenn euer Druckbild jetzt irgendwie von eurem Druckertreiber vergrößert wird, passt es nachher nicht mehr zum Schnittbild. Deshalb, ganz wichtig, eigentlich eher einen Bogen machen um die klassische Randlosdruckeinstellung, entweder eine normale Größe nehmen oder eine skalierte Größe mit einer festen Skalierung auf 100%. So, das passt jetzt von mir aus. Ich sage jetzt hier einfach mal okay. Und mache jetzt direkt den nächsten Versuch, nämlich euch hier einmal umzuschalten auf den Drucker. Ha, ich glaube, das hat geklappt. Und ich sende das jetzt hier einfach mal los. Lege erst noch hier hinten Papier ein. Ihr seht hier, ich war vorhin schon fleißig, eins habe ich schon gedruckt. Packe das einmal hier ins hintere Fach und sage dann hier bitte okay. Und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert und der Drucker mich jetzt nicht ärgert und keine Mätzchen macht. Ja, er tut was. So, das heißt, erster Schritt, wir testen jetzt erstmal und gucken, ob und wie genau wir wirklich den Druck hinbekommen. So, das ist jetzt nur eine Seite. Wenn ich jetzt wirklich nur einseitige Print-and-Cut-Projekte umsetzen wollen würde, würde diese eine Seite schon ausreichen. Ich will aber jetzt hier gleich nicht nur die Vorderseite testen, sondern ich will gucken, ob mein Vorderseitendruckbild auch zum Rückseitendruckbild passt. Deshalb nehme ich mein Blatt jetzt einmal raus, drehe es einmal um und lege das jetzt andersrum einfach wieder ein. Und dann drucke ich gerade das gleiche nochmal. Dann habe ich nämlich dieses Testgitter, was in der Datei enthalten ist, einfach auch noch mit auf die Rückseite gedruckt. So,
Drucken ist damit geschafft und wir gucken nochmal zusammen zurück in die Software. So schaut das Ganze hier immer noch aus. Wer sich hier helfen will, das kann ich hier vielleicht auch nochmal dazu sagen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ihr hättet hier in der Software auch tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, hier in dem Senden-Dialog, Rechtsklick, ihr wollt das Ganze horizontal spiegeln, dann hättet ihr das auf der Rückseite gespiegelt. Das macht vielleicht Sinn, wenn man sagt, dann sehe ich nachher auch noch auf einen Blick, was war die Vorderseite und was war die Rückseite. Das kann man sich aber auch einfach hier jetzt dann gleich markieren, wenn man das Ganze auf die Matte packt. Das nur als Hinweis, dieses horizontal spiegeln, wenn wir nämlich nachher für den Farbdruck tatsächlich auch verwenden. Das heißt, wenn wir nachher beim Farbdruck am Arbeiten sind, dann drucken wir die eine Seite, spiegeln, drucken die andere Seite. Dadurch müssen wir nicht mit zwei Seiten hantieren. Also wir brauchen keine getrennte Vorder- und Rückseite, weil bei dem Blumenstrauß die Vorder- und Rückseite einfach nur quasi spiegelverkehrt gedruckt wird. So, okay. Damit ist der Druckenteil eigentlich auch schon geschafft und wir packen das Ganze jetzt einmal gemeinsam auf die Matte. Und direkt mal gucken. Wartet. So, vielleicht einfach direkt einmal. Welcher Knopf ist es? Wir probieren es einfach. Ja! Ich nehme jetzt also hier einmal mein Blatt und packe das auf die Matte. Während das bei dem Silhouette-Plotter wichtig ist, dass dieses Blatt genau da auf der Matte klebt, wo es in der Software auch angezeigt wird, ist das hier bei Caesar ehrlich gesagt ziemlich egal, weil wir sowieso jetzt gleich noch unser Messer hier in diese untere Ecke fahren müssen. Das heißt, wo wir das hinkleben, ist relativ wurscht. Es muss also nicht unbedingt der äußere Rand sein. Und er wird nachher auch sowieso nicht zurück in die Ausgangsposition fahren, sondern das Ganze genau an der Stelle stehen lassen, an der es steht. Das heißt, ich kann das jetzt einfach irgendwo auf die Matte kleben. Das nur so als kleine Zusatzinformation. Und dann müssen wir einmal hier in dieser unteren linken Markierungsecke jetzt hier unser Werkzeug positionieren. Das heißt, dafür muss ich jetzt gleich das Ganze einmal hier so ein bisschen durch den Plotter fahren. Gerade mal, wartet, ich probiere mal so, damit ihr jetzt vielleicht oder vielleicht noch besser, wenn das hinhaut. Nein, da seht ihr nur das. Ich positioniere mal grob und dann gucken wir noch mal gemeinsam, ob ihr es gut genug seht. Und wenn ihr es nicht gut genug seht, dann fahre ich die Kamera noch mal ran. Also ich fahre jetzt einfach erstmal meine Matte ein Stück zu mir. Und das Ziel ist jetzt hier, meinen Werkzeughalter direkt an dieser unteren Ecke zu positionieren. Wartet, ich probiere das jetzt gleich. Sorry, da müsst ihr immer durch. Das ist das Spielkind in mir, das dann erst noch unbedingt die Kamera einmal besser ausrichten muss. So, ich hoffe, jetzt sieht man dann auch gleich ganz gut, was ich mache. Wenn ich es nicht akkurat genug positioniert habe, passiert aber auch erstmal gar nichts, außer dass er mir den Schnitt nicht machen wird. So. Bisschen schöner noch auf die Ecke. Ungefähr so, würde ich sagen. Ohne mich jetzt zu sehr selbst ins Bild zu hängen, glaube ich, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Okay, dann gucken wir noch einmal zusammen zurück in die Software. Und hier gehe ich jetzt einfach weiter hier links von meinem Druck runter zum Schnitt und sage, ich möchte das an den Plotter senden. Beim Schneiden nehmt ihr auch einfach... Moment. Sorry, ich habe gerade Sonjas Kommentar gelesen, die schreibt, sie hat Drehkreisel. Sonja, heißt es, bei dir lädt's und es geht nicht weiter? Falls es so sein sollte und du mich trotzdem hörst, lad bitte einfach mal YouTube neu. So, weiter geht's im Text. Hier seht ihr einmal, was jetzt gleich geschnitten wird. Und beim Schneiden macht ihr ganz normal eure Einstellung, wie ihr das von Caesar kennt. Das heißt, ihr wählt eine passende Geschwindigkeit, ihr wählt einen Andruck, der für das Material passt. Meine Klinge ist ganz normal eingestellt, eigentlich nichts Besonderes. Und ich klicke jetzt hier gleich auf an den Plotter senden, ja. Ich stelle euch aber auch zum Plotter um, damit ihr gleich mitbekommt, was der macht, wenn der hier den Schnitt registriert. Da gucken wir dann aber einmal gleich zusammen aufs Display. Wartet, ich stelle euch jetzt gleich erst aufs Display, bevor ich hier irgendwie auf Los klicke, weil ihr dann hoffentlich genau sehen könnt, was der da tut. Der registriert jetzt dann nämlich gleich los. Ja, so. Dann sieht man nämlich im Display, was passiert. Achtung, ich starte das Ganze. So, und jetzt seht ihr hier im Display, dass der sich der Reihe nach diese einzelnen Ecken sucht und jede Ecke quasi erkennt. Und man kann diese Erkennung hier im Display auch mitverfolgen. So, und hier in dieser oberen Ecke tut er sich jetzt gerade schwer. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil er hier mit seinem Raster von der Matte hinten dran kämpft.
Wenn er den Punkt nicht findet, wird er den Schnitt aber nicht machen. Und das geht schon sehr gut los. Genau so sollte das eigentlich nicht sein. Ist aber kein Problem. Wir brechen das Ganze einfach nochmal ab. Und starten nochmal unten. Achso, ihr seht jetzt wieder nur, dass ihr das Display seht, ne? Ich fahre jetzt mein Messer einfach nochmal in die Startposition. Und wenn er jetzt an der oberen Marke ein Problem hat, kann ich ansonsten auch gleich das Papier nochmal ein Stück hochkleben, aber wir probieren es einfach erst nochmal. So, neuer Anlauf. Nochmal an den Plotter senden, jawohl. Ja, und diese untere eine Marke, die hat er ganz genau. Okay, aber ich weiß, was er da hat. Er ist dafür, ja, nee, er ist hier verwirrt damit, wo dieses äußere Teil liegt. Okay, dann machen wir jetzt das, wovon ich vorhin noch gesagt habe. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Wir nehmen den oberen Rand. Liegt jetzt hier wahrscheinlich daran, dass die Ränder gar so schmal am Rand sitzen, aber das ist eben der einzige Weg, wie man viel von der Matte auch ausnutzen kann. Aber da habt ihr heute gleich wieder alle Fälle mit dabei. Da kann man gleich wieder sehen, wo potenzielle Probleme auftauchen. Ah, wartet. Ich schwenke euch jetzt nicht nochmal oder soll ich euch nochmal schwenken? Ich fahre nur wieder den gleichen Anfangspunkt an. Wartet, ich fahre euch nochmal raus. Kann ja doch nicht widerstehen. So. Damit ihr seht, was ich gemacht habe, ich habe jetzt das Papier einfach ein bisschen höher auf die Matte geklebt. Ich hatte jetzt gerade eine von diesen kräftigen Linien von der Schneidematte, also eine von diesen breiteren, da direkt an der Ecke liegen. Und das war nicht so günstig, weil er wahrscheinlich damit verwirrt war, ob vielleicht das dann genau die Marke ist. Und das ist natürlich nicht genau die Marke, sondern das ist genau der Punkt daneben. Das heißt, wir starten das Ganze jetzt einfach nochmal. Das ist so gut, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich die letzten Tage geschnitten habe und ich hatte überhaupt keine vergleichbaren Probleme wie hier gerade. Das hat eigentlich immer alles sehr gut funktioniert. Aber dafür sind wir hier. Ja, jetzt hat es hier auch gut geklappt. Wunderbar. Jetzt ist er mit der Registrierung auch wirklich durch. Und jetzt schneidet er mir hier erstmal die Marken, die in der Testdatei enthalten sind. Und dann können wir nämlich gleich mal gucken, wie gut es wirklich geklappt hat und ob wir vielleicht eine Kalibrierung machen müssen. Hallo zusammen, an die jetzt noch dazugekommen sind, natürlich auch noch hallo. So, und das ist das, was ich meine mit, er fährt jetzt nicht zurück in die Ausgangsposition im Sinne von zum Nullpunkt der Matte. Er fährt schon zurück zu der Ausgangsposition, nämlich zu der, die wir ihm gegeben haben. Wir haben ihn ja hier unten an diesen Startpunkt gefahren und genau dahin fährt er jetzt auch zurück. Ich lunze jetzt hier einmal auf der Matte und atme jetzt gleich entspannt auf, weil das Ergebnis schon ganz gut aussieht. Ich hole die Matte jetzt einfach raus und wir gucken uns das einmal gemeinsam aus der Nähe an. Gucken mal, was man da vielleicht auch ablesen kann. Und markieren uns jetzt, bevor wir es abziehen, noch ganz kurz einfach mit einem Kreuz die Vorderseite. Ich habe ja gesagt, man könnte das Ganze auch spiegeln, aber man kann sich hier auch einfach so ein Kritzel drauf machen, dass man weiß, das ist die Vorderseite. So, dann nehme ich die Matte einfach einmal mit und wir switchen einmal gemeinsam auf die andere Kamera. Und ich zeige euch einmal, wie das jetzt hier ausschaut. So. Ha, ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Jetzt seht ihr hier auch meine Testdatei nochmal aus der Nähe und seht, dass hier so eine Art Raster aufgedruckt ist. Das sind genau Millimeterabstände, die einem einfach dabei helfen sollen, jetzt gleich, Achtung, jetzt gucken wir uns nämlich auch gleich noch die Rückseite an, zu beurteilen, erstens, wie gut hat hier mein Schnitt auf der Vorderseite gepasst und zweitens auch, wie gut passt mein Druck auf der Rückseite. Und ihr seht an dem Ergebnis, ich bin ein Glückskind, mein Drucker macht es sehr gut mit der Vorderseite und der Rückseite. Dass der Schnitt wirklich so akkurat da sitzt, wo er sitzen soll, liegt aber jetzt hier bei der Juliette bei der Vorderseite, wo wir das über die Registrierung gemacht haben, einfach daran, dass ich da selbst gestern noch mal eine Kalibrierung durchgeführt habe. Ich sage euch nämlich ehrlich, wie es ist. Die ersten Ergebnisse haben nicht ganz so gut ausgesehen. Ich kann gerade hier selber noch mal wühlen, ob ich hier in meinem Durcheinander diese Testzettel irgendwo noch liegen habe. Irgendwo habe ich sie bestimmt, die Frage ist nur, wo hier. Dann kann ich euch nämlich auch noch mal zeigen,
wie das vorher ausgesehen hat. Ja, das sieht nicht so verheerend aus, aber meinem inneren Monk war es nicht recht. Ah ja, also hier seht ihr zumindest nochmal im Vergleich vor der Rückseite. Die Vorderseite sah auch hier schon ganz okay aus. Ich hatte vorher schon ein Ergebnis, wo es ganz schlecht war, aber da war ich wahrscheinlich so gefrustet, dass ich es gleich weggeworfen habe. Bei der Rückseite hat man hier einen deutlichen Versatz gesehen. Das lag aber am Drucker. Also Thema Vorderseite, Rückseite ist ja eine Frage des Druckbilds, die man aber theoretisch eben auch korrigieren kann. Genau deshalb haben wir hier unten diesen Ausdruck mit diesem Gitter mit drauf. Ich lese gerade die Frage von Anita, was ich für einen Drucker habe. Anita, wir switchen gerade einmal gemeinsam zusammen. Ich habe einen ganz unspektakulären Canon, das ist ein Canon Pixma TS705, das könnt ihr jetzt hier unten nicht sehen. Den gibt es leider nicht mehr. Ich habe vorhin schon mal gesucht, ob man den noch kriegen kann. Den gibt es nicht mehr, der ist aber in meinem Fall jetzt auch schon mehr als 4 Jahre alt. Es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist ein 0815 Tintenstrahldrucker. Was er hat, das zum Thema Drucker, ist das bisschen, was ich an Empfehlungen gerne mitgeben will. Wenn ihr euch einen Drucker kauft, dann achtet darauf, dass der hinten wie hier eine Art Einzelblatteinzug hat. Das heißt, dass ihr nicht alles Papier aus der Kassette drucken müsst. Bei meinem Drucker sitzt nämlich diese Kassette für normales Druckerpapier hier unten drin. Und wenn die Kassette hier unten sitzt, dann heißt es für euren Papierweg durch den Drucker immer, dass er das Papier von vorne einzieht und dann muss es hinten um so eine Rolle rum so einen ganz steilen Knick machen und nach vorne wieder raus. Und wenn man mit dickerem Papier druckt, gibt es Drucker, wo das dann einfach nicht toll funktioniert. Das heißt, für dickere Papiere ist es immer schöner, wenn die nicht diese Wendung komplett machen müssen, sondern wenn die so von hinten durch so einen Einzelblatteinzug können. Der Einzelblatteinzug fasst oft auch mehr als wirklich nur ein einzelnes Blatt. Aber das wäre so mein Tipp, wenn ihr euch einen anderen Drucker sucht, dann einen, wo der wirklich, ne, damit man von der Grammatur her von hinten auch mit einem dickeren Papier durchgehen kann, weil das sind wie gesagt die 220 Gramm Tonkarton. Ich lese gerade noch die Frage von Lars Peter, die hole ich auch gerade noch mal mit rein, was genau das Problem ist, warum das Ganze mit Cricut nicht funktioniert. Und dass andere doppelseitige Projekte dort auch funktionieren. Das kann ich dir damit erklären. Ich habe das lange versucht und ich wollte das unbedingt auch für Cricut hinbekommen, aber ich kann dir das, glaube ich, ganz gut damit erklären. Cricut arbeitet anders. Du musst dir vorstellen, Cricut macht Print and Cut eigentlich anhand von Pixelgrafiken. Das heißt, du gibst dem eine PNG-Datei mit transparentem Hintergrund und dann autotraced er die und sagt, aha, da schneide ich jetzt drum rum. Bei komplexeren Projekten wie meinem Blumenstrauß hast du aber keine PNG-Datei oder nicht nur, sondern du hast eine Pixelgrafik plus eine Vektorgrafik. Die Pixelgrafik macht dein Druckbild, die Vektorgrafik macht dein Schnittbild. Und das, was in Cricut einfach ums Verrecken nicht funktioniert, ist, dass du diese Information vernünftig so verbunden bekommst, dass der wirklich dann auch an der richtigen Stelle schneidet. Das habe ich lange versucht und ich habe es nicht hinbekommen. Wenn jemand dafür eine Lösung hat, dann immer gerne her damit. Ich wäre absolut glücklich, wenn ich den Cricut-Usern auch irgendwie irgendwas geben könnte, damit es funktioniert. Aber ich habe es mit langem Versuchen nicht hingekriegt. Okay, so, wir switchen nochmal hier hin. Ihr seht hier, das Ergebnis sieht meiner Meinung nach wunderbar gut aus. Ich muss daran eigentlich gar nichts korrigieren. Vorder-Rückseitendruck ist auch wunderbar. So, wäre jetzt hier dieses Vorder-Rückseitenthema nicht ganz so gut gelungen, wie es jetzt hier gelungen ist, hättet ihr eine Möglichkeit und auf die will ich jetzt gerade noch mal eingehen. Wir gehen noch mal gemeinsam zurück in die Software. Einmal hier zum Bildschirm. Und zwar könnt ihr hier, wenn ihr druckt, wir senden ja den Druck für die Vorderseite und für die Rückseite quasi nacheinander separat. Und wenn man jetzt hier diese Testseite gedruckt und geschnitten hat, dann kann man auf der Rückseite ablesen, ob man einen Versatz hat und wenn ja, wie viel. Warte, das muss ich vielleicht an dem Ausdruck noch mal besser erklären. Ihr sagt mir dann bitte einmal in den Kommentaren, ob das zu verstehen war, was ich da irgendwie erzählt habe. Und zwar, das hier ist meine Vorderseite. Die Vorderseite lag jetzt entsprechend oben. Er hat auf der Vorderseite die Passermarken hier eingelesen und hat registriert, wo liegt der Druck und hat anhand dieser Passermarkeninformation den Schnitt gesetzt. Ihr seht, auf der Vorderseite sitzt der Schnitt top. Ich muss vielleicht doch hier nochmal gleich durch meinen Mülleimer steigen und einen Teil finden, wo das wirklich nicht gut war. Denn der ganze Witz ist jetzt der, hier habe ich mal einen Teil, wo man es sehen kann. Wartet. Jetzt drehe ich das Teil um. Ich habe meine Vorderseite hier markiert und dann drehe ich das Teil um. Und dann kann ich hier an meinen Ausschnitten ablesen, ob die genau mittig sitzen
oder ob die in irgendeine Richtung verschoben sind. Bei meinem Drucker ist es so, wenn der keinen guten Tag hat und dann habe ich so eine kleine Verschiebung links, rechts. So, das habe ich hier jetzt Gott sei Dank nicht. Hier habe ich was, das war demnach die Seite vor der Kalibrierung. Hier kann ich mal versuchen zu zeigen, wie das dann aussieht. Kann man das hier oben erkennen, dass hier ist das Testkreuz geschnitten, aber seht ihr, dass das Testkreuz unter der schwarzen Linie liegt? Also hier sehe ich, da stimmt was nicht. Da sehe ich auf der Rückseite, da stimmt was nicht. Aber ich zeige es euch hier von der Vorderseite, das hat hier auch schon auf der Vorderseite nicht gepasst. Und das ganze Thema bei diesem Print and Cut und hin und her probieren, und ihr seht daran, was da sonst noch alles drauf ist, dass es eine der ersten Testbögen war. Da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Ihr habt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ihr habt den Druck. Der Druck muss unbedingt in 100% Größe, also in Originalgröße, durchgeführt werden. So, wenn Druckbild und Schneidebild auf der Vorderseite nicht zusammenpassen, dann ist entweder euer Druck irgendwie skaliert oder es ist Zeit, einmal den Plotter zu kalibrieren. Gucken wir uns gleich auch nochmal gemeinsam an. Wenn die Vorderseite stimmt, die Rückseite aber irgendwie versetzt ist, dann hat es nichts mit eurer Kalibrierung und nichts mit eurem Plotter zu tun. Da geht es nur um den Drucker. Wenn die Rückseite nicht an der richtigen Stelle sitzt, dann druckt der Drucker minimal in irgendeine Richtung versetzt. Ich glaube, ehrlich gesagt, meine Meinung, das ist bei Druckern für den Privatgebrauch, für den Privathaushalt. Mein Drucker, der da steht, ich glaube, der kostet wahrscheinlich irgendwie, wenn man ihn noch kriegen würde, vielleicht 80 €. Kann man auch nicht erwarten, dass das Ganze immer genau perfekt zentriert, ohne jede Abweichung, immer gleich durch diesen Papierkanal im Drucker läuft. Also einfach, um ein bisschen euer Gefühl dafür zu sensibilisieren, was da irgendwie schiefgehen kann. Diese ganze, ich erkenne die Passermarken und schneide dann anhand der Passermarkeninformation an der richtigen Stelle Geschichte, funktioniert immer nur für die Vorderseite. Und ob die Rückseite an der richtigen Stelle sitzt, da hat euer Plotter keinen Einfluss drauf. Das können wir nur über den Drucker regeln. Wenn wir jetzt aber auf der Vorderseite ein gutes Ergebnis haben und nur auf der Rückseite einen Versatz feststellen, dann können wir eben hier dieses aufgedruckte Gitter verwenden und können den Versatz ablesen. Deshalb macht man das, dass man auch auf der Rückseite dieses Gitter drauf druckt und dann kann man einfach gucken, in welche Richtung muss ich die Rückseite verschieben, damit sie an der richtigen Stelle sitzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier feststellen würde, mein Testkreuz sitzt 1 mm zu weit links, also hier irgendwo im linken Feld, dann weiß ich, ich muss den kompletten Druck auf der Rückseite 1 mm nach links verschieben. Und das geht in der Software relativ leicht. Das können wir uns in der Software gerade einmal gemeinsam angucken. Wir switchen dafür wieder einmal hier rüber zum Bildschirm. Und bei mir ist es jetzt sowieso schon so eingestellt, das könnt ihr hier auch wieder in den Voreinstellungen machen unter alle Präferenzen, dass ihr den Tastaturschubwert festlegt. Aber Achtung, ich habe es heute nochmal probiert, bei mir funktionieren immer noch nur Werte von 1 mm aufwärts. Es geht nichts kleiner als 1 mm. So. Wenn ich jetzt wirklich 1 mm Versatz habe, dann kann ich erst die Vorderseite drucken, dann, bevor ich jetzt die Rückseite quasi wieder an den Drucker sende, klicke ich einfach die Rückseite an, schiebe das Ganze mit der Tastatur, quasi Pfeiltaste nach links, ein Raster nach links und schon kann ich es wieder senden. Und dadurch habe ich einfach die Rückseite an die Vorderseite angepasst. Was man auch machen kann, wenn man kleinere Werte korrigieren will, ist, dass man nochmal rausgeht aus dem Sendendialog, hier zurück normal auf die Matte. Und jetzt klickt ihr einfach eure Form komplett an. Und dann könnt ihr hier entsprechend die Form links, rechts verschieben. Man muss jetzt dann aber immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Rückseite wirklich korrigiert und irgendwas verschiebt, dann nehmt ihr nachher bitte beim Senden auch die Rückseite als Oberseite. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt irgendwas verschiebe, dann verschiebe ich den Schnitt mit. Das könnt ihr hier rechts in diesem Ebenendialog erkennen, weil wir aktuell das Ganze noch gruppiert haben. Wir heben die Gruppierung mal auf und ich zeige euch mal, was da hinten dran liegt. Weil eigentlich seht ihr jetzt bei dieser Print-and-Cut-Datei, bei dieser Testdatei, die ihr hier reinladet, im Moment nur Bildinformationen. Das hier vorne dran ist alles Bild. Wenn wir jetzt einmal die Schnittlinien sichtbar machen wollen, dann können wir hier einmal die Gruppierung aufheben. Wartet, einmal hier. Und wenn ich die Gruppierung aufhebe, dann seht ihr, kommen hier Formen zum Vorschein. Das ist übrigens hier bei Caesar anders. Eigentlich anders, als ich das aus jeder anderen Software kenne. Bei denen ist die Reihenfolge komischerweise rückwärts. Das heißt,
eigentlich, wenn man Silhouette oder Illustrator oder irgendwelche anderen Vektorprogramme gewohnt ist, dann gilt immer die Reihenfolge, so wie sie hier liegt. Das, was hier oben liegt, liegt auch hier oben. Bei denen ist es andersrum. Das heißt, ich muss jetzt die Form nach unten ziehen, unter das Bild, und dann rutscht sie hier vor das Bild und ich kann sie hier auch tatsächlich sehen. Also da seht ihr jetzt mal die Testformen, die da eigentlich hinten dran liegen, die geschnitten werden. Wenn ich die einfach nur angucken will, kann ich das Bild theoretisch auch einfach kurz ausblenden und kann dann sehen, welche Formen hinten dran liegen. Wenn ihr selbst mit Print and Cut experimentiert und nicht nur eine fertige Datei von mir schneidet, dann ist der Tipp trotzdem der, legt euch das Bild einfach mal hinten dran, schaut euch das Ganze wirklich mit dem Lupenglas schön aus der Nähe an, um wirklich ganz sicher zu sein, dass eure Pixelgrafik genau perfekt über eurer Vektorgrafik liegt. Das ist nämlich tatsächlich auch noch ein Problem, das mich fast zur Weißglut getrieben hat, dass eine Datei, die meiner Meinung nach eigentlich völlig sauber angelegt war, dass es trotzdem dann nicht gepasst hat, wenn man das hier reingebracht hat, weil man eben bei Pixeln immer pixelbasiert unterwegs ist und bei Vektoren vektorbasiert. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Versatz feststellt, der euch komisch vorkommt, dann prüft auch wirklich nochmal eure Position von Pixelgrafik im Vergleich zur Vektorgrafik hier in der Software. Bei meinen Dateien müsst ihr das nicht machen. Das habe ich alles für euch schon erledigt. Ich achte darauf. Ich investiere da beim Erstellen der Datei sehr viel Zeit. Ich habe gestern Nacht wieder bis um Uhr gesessen, um euch diese konvertierten Geschichten für die Caesar-Plotter, für diesen Strauß hochzuladen. Aber das einfach nur als Tipp. Weil wenn das hier schon nicht passt, wenn schon auf der digitalen Schneidematte die Position von der Schneideform im Vergleich zur Druckform nicht stimmt, dann kann das Ergebnis nachher, das ihr auf eurer physischen Matte bekommt, auch nicht stimmen. So, das nur so als kleine Hintergrundinformation. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ich schiebe mein Bild wieder nach unten. Dass es übrigens nach unten geschoben ist, dass das Bild vor der Form im Hintergrund liegt, hat seine Bewandtnis. Das seht ihr nachher auch, wenn wir so eine Strauß-Datei testen. Wir wollen die Schneidelinien nicht mitdrucken, deshalb liegen die hinter dem Bild, weil dann für die Druckinformation einfach ignoriert wird, was da ist. So, wir gruppieren das Ganze jetzt einfach wieder. Und ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ihr kleine Werte verschieben könnt. Dafür geht ihr hier von der Ebene wieder hier rüber. Und wenn ihr hier unten einen Haken setzt, wenn jetzt hier Breite und Höhe steht, dann könnt ihr zur Position wechseln. Und man kann kleine Positionswerte auch ganz akkurat ändern, indem man hier zusätzliche Werte einträgt. Also sagen wir mal, ich will jetzt hier meinen Druck um 1 mm nach links verschieben. Dann wähle ich das Ganze aus, gehe hier in das Feld links und schreibe da einfach rein -1 und bestätige mit Enter. Habt ihr gesehen, dass in dem Moment, in dem ich das mit Enter bestätige, das auch springt? Ich mache jetzt einfach wieder +1, ups, an der falschen Stelle, hier, +1, Enter. Und so könnt ihr aber nicht nur 1 mm verschieben, sondern ihr könnt hier auch sagen, ich will das Ganze um -0,5. Immer, Achtung, immer hinter die Zahl. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen Mist mache. -0,5, verschiebt das Ganze um einen halben Zentimeter nach links, bestätigt mit Enter. Ich habe das früher immer selbst im Kopf ausgerechnet, das war aber ziemlich nervig, also hier wäre es jetzt bei der Zahl noch einfach. Müsst ihr aber gar nicht, ihr könnt auf diese Art und Weise verschieben, indem ihr eben für nach links Minus anwendet, für nach rechts Plus und hier in dieses Positionsfeld entsprechend einfach eure Zahl reinschreibt. So. Das einfach mal noch als zusätzlicher Tipp an dieser Stelle. So könnt ihr übrigens auch skalieren. Das ist heute eigentlich gar nicht unser Thema, aber wenn wir schon bei diesem Positionsfeld sind, gehen wir doch nochmal hier rüber zur Größe, Breite und Höhe. Warte, das ist nochmal eigentlich ein ganz anderer Schnack, aber das machen wir trotzdem auch gleich noch mit. Wenn wir schon hier sind, machen wir doch gleich mal hier Rundumschlag. Wir nehmen mal eine glatte Zahl, damit man auch sieht, wie schön das funktioniert. Wir haben jetzt hier einfach mal ein Quadrat, das ist 40 x 40 mm groß. Und jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, nämlich vergrößern auf 200%. Dann könnt ihr hier bei der Breite oder Höhe reingehen. Solange hier hinten dieses kleine Schloss gesperrt ist, skaliert er einheitlich. Und ihr schreibt hier rein mal 2. Und schon habt ihr 200%. Ich sage euch das deshalb, weil es ja hier immer noch keine klassische Skalierenfunktion gibt. Das heißt, man kann hier mit Malrechnung quasi auch prozentual skalieren. Man muss sich einfach immer nur die Kommastelle um 2 Stellen nach links verschieben. Das heißt, bei 200 hätte ich 2,00. Bei 150% würde ich sagen, ich nehme 1,5. Also hier mal 1,5 Enter und schon habe ich 60 mm. Also das einfach noch so als kleiner Tipp, weil uns hier in der Leonardo-Software aktuell immer noch
prozentual skalieren fehlt. Man kann in diesen Feldern hier unten rechnen. Das gilt also sowohl für die Breite und Höhe, als eben auch für die Positionswerte. Hier können wir es auch einfach nochmal machen, dass wir hier mal eine größere Zahl eintragen. Wenn ich jetzt bei links plus 10 mm eintrage, dann rutscht das Ganze 1 cm nach rechts. Also so könnt ihr hier auch ein bisschen hin und her springen. Okay, gut. Ist das soweit klar, wie man das macht, dass man sagt, okay, man testet erstmal, ob der Schnitt überhaupt an der richtigen Stelle sitzt. Man kann zur Not den Druck auf der Rückseite auch verschieben, wenn die Rückseite nicht zur Vorderseite passt. Das eine, was ich euch ganz gerne noch zeigen würde, ist, wie man tatsächlich die Caesar-Plotter kalibriert, weil ich mache das nicht so, ich mache das mal wieder anders, als es empfohlen wird. Deshalb dachte ich, frage bei euch nochmal nach, ob ich euch bis zu dem Punkt noch alle mit dabei habe oder ob jetzt die Hälfte schon aussteigt. Ich habe schon die einen oder anderen gelesen, die sagen, genau, sie sind mit Silhouette unterwegs, deshalb ist es nicht so spannend. Kann ich verstehen, weil einiges davon sehr Caesar-spezifisch ist, aber diese ganze Grundüberlegung mit, wenn der Druck auf der Vorderseite passt und nur der Druck auf der Rückseite nicht, das sind eigentlich alles Sachen, die könnt ihr für Samt und sämtliche Plotter übertragen. Das gilt nicht nur für Caesar-Plotter, das gilt für alle Plotter, weil ihr diese Art, wie Print and Cut funktioniert, nämlich dass eure Maschine zusätzliche Passermarken ausdruckt, dann der Plotter diese Passermarken irgendwie erkennt und anhand der erkannten Passermarken sagt, aha, genau da liegt mein Druckbild, genau hier passe ich mein Schnittbild an. Die Grundidee funktioniert bei all diesen Geräten genau gleich. Ganz genau. Deshalb kann man die ein oder andere Überlegung doch mitnehmen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob mein Chat hier einfach langsam ist, ob ihr einigermaßen noch dabei seid, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bis jetzt es soweit klar ist. Ich habe hier keine offenen Fragen, soweit ich das sehen kann. Gut, wunderbar. Dann gucken wir uns jetzt das Thema mit der Kalibrierung noch gemeinsam an. Meiner ist zwar kalibriert, aber wir machen das trotzdem. Was mache ich anders als das, was empfohlen ist? Ich benutze keinen Stift zum Kalibrieren. Ich habe selbst, als ich jetzt da rumprobiert habe und irgendwie festgestellt habe, dass das alles nicht so richtig passt, habe ich einfach gegoogelt Print and Cut Kalibrierung hier Caesar Juliet und dann bin ich bei einem Video von Caesar North America gelandet und die haben gezeigt, wie man es richtig macht. Und eigentlich benutzt man für die Kalibrierung, wie die das vorgeben, diesen kleinen Stift, diesen Stiftadapter, wo man dann irgendwie einen Stift reinstecken soll und dann wird so ein Testkreuz aufgezeichnet. Hier auf diesem etwas schon ramponierten Teil kann man hier könnt ihr dieses Testkreuz sehen, was da aufgezeichnet wird. Aber ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Ich hatte erstens meinen Kampf, einen Stift zu finden, der hier ordentlich reinpasst. Und dann habe ich mir ab irgendeinem Punkt gedacht, warum eigentlich? Also ich habe dann irgendwie einen Bleistift reingekeilt. Seht ihr hier auch. Wartet, hier kann man es noch sehen, ne? dass ich das Ganze mit einem Bleistift hier einmal aufgezeichnet habe. Aber die Linien sind dann so breit geworden, dass ich gesagt habe, wie soll ich damit ein super akkurates Kalibrierungsergebnis hinbekommen, wenn der mir hier Linien mit Bleistift zeichnet, die irgendwie schepp sind. Also langer Rede, kurzer Sinn. Mein Tipp, macht es einfach mit dem Messer. Obwohl die sagen, man soll dafür den Stift nehmen, ich nehme dafür einfach das Messer. Wir machen es jetzt hier auch einfach einmal gemeinsam. Ich habe zwar ein bisschen Schiss, dass es nachher schlechter wird, aber eigentlich darf da nichts schlechter werden. Deshalb machen wir das jetzt einfach. Ich würde eigentlich immer allen raten, wenn euer Gerät gut kalibriert ist, dann kalibriert daran nicht rum. Also wenn das Schnittergebnis mit der Testseite bei euch stimmt, dann lasst einfach alles so, wie es ist. Aber ja, wir sind ja hier mutig und wenn wir es jetzt wirklich irgendwie blöd verstellen, dann nehmen wir uns so viel Zeit, bis wir es wieder richtig gerichtet haben. Das heißt, ich klebe jetzt hier einfach einmal mein Blatt auf die Matte. Wir packen die Matte wieder gemeinsam einmal ins Gerät. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie das mit der Kalibrierung funktioniert. Das ist nämlich wirklich eigentlich auch super einfach. Also es ist keine große Sache, wenn man weiß, wie. So, jetzt muss ich nur erst mal gucken, dass ich euch nicht komplett im Bild stehe. Muss ich mal sehen, wie ich das hinbekomme. Erstmal fahre ich jetzt wieder die Matte, ganzes Stück rein und ich muss jetzt einfach nur irgendwo ein Stückchen freies Papier haben. Und weil ich nicht zeichne, sondern schneide, brauche ich einen ordentlichen Schattenwurf. Deshalb ist weißes Papier super. Und wer sowieso schon hier so eine Testseite von mir verwendet hat, kann einfach hier zwischendrin den Platz auf der Testseite verwenden, um da seine Kalibrierung nochmal durchzuführen. Das reicht völlig, man braucht da ja nur so eine kleine Ecke dafür. So,
Und jetzt muss ich euch das Ganze mal ein bisschen besser wieder aufs Display einstellen, damit ihr besser sehen könnt, was ich da jetzt gleich treibe. Und dabei versuchen, euch nicht zu sehr die Finger ins Bild zu halten. Wenn irgendwas unklar ist, wenn wir irgendwas nochmal gucken sollen, sagt ihr einfach Bescheid. Aber ich glaube, so ist eigentlich ganz okay, weil so habt ihr gerade so noch hier den Plotter-Messerhalter unten im Bild, aber auch das Display. So, für die Kamerakalibrierung geht man einfach hier in die Einstellungen zur Kamera und jetzt hält man hier oben dieses Kamerasymbol einfach gedrückt. Dann graut sich das OK hier in der Mitte aus und dann nehme ich den Finger hier runter und das Feld wird blau. Und jetzt steht hier unten Start. Und ich drücke jetzt einfach einmal auf Start. So, und jetzt schneidet er dieses Kalibrierungsmuster, das er eigentlich nach deren Vorgabe zeichnen soll. Und jetzt ist hier einmal die Kamera, die hier unten drin sitzt, über dieses Kreuz gefahren, das jetzt von diesem Muster geschnitten wurde. Ich versuche euch jetzt mal noch ein bisschen näher an das Display ranzuholen, damit ihr besser seht, wie das jetzt im Display ausschaut. Wow. Ich hoffe, ihr habt noch keinen Drehwurm. So, man hat im Display, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich ganz schlecht sehen, aber hier ist so ein ganz kleines rotes Kreuz. Und dieses rote Kreuz muss ich jetzt genau auf die Linien bringen, die ich hier sehen kann. Entweder kann ich dafür hier ins Display tippen, aber das ist viel zu ungenau. Das heißt, ihr könnt dieses kleine rote Kreuz auch mit den Pfeiltasten bewegen. Und wenn man es ganz genau machen will, drückt man zusätzlich hier in der Mitte auf diese Lupe. Damit wird einem das hier schön ran vergrößert und dann kann man ganz genau mit den Pfeiltasten hier zu der mittlersten Schnittstelle quasi fahren. Das ist sowieso die einzige, die man angezeigt bekommt. Und wenn man genau die Stelle gefunden hat, wo dieses kleine Kreuz hin soll, hier, also wirklich ganz genau hier mittig, dann bestätigt man das Ganze mit OK. Okay. Es ist so schön. Und eigentlich sagt er dann, okay, ich speichere jetzt hier auch deine... Ich bin nur irritiert, weil normalerweise hier so ein Streifen durchläuft, wo man sieht, okay, der nimmt jetzt 4 Bilder auf und ist damit dann auch fertig. Und das war es dann auch schon. Dann ist man schon fertig und kann wieder rausgehen und kann, mich gerade gefragt, vielleicht stehe ich auch einfach nur schlecht, um das zu sehen, aber an und für sich hier an der Seite sieht man so ein Durchflickern normalerweise, wenn er irgendwie die Position speichert. So. Tut er jetzt gerade nicht, aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht einfach vorher schon geklappt hat. So, dann kann man einfach wieder rausgehen und kann ganz normal mit seinen Projekten weitermachen. Ich mache den ganzen Quatsch jetzt einfach gerade nochmal, einfach nur um ganz sicher zu sein. Also ihr könnt es auch beliebig wiederholen. Ich habe das ja dann gestern auch mehrfach wiederholt, weil es mit dem Stift nicht so war, wie ich mir das gewünscht hatte. Wie gesagt, Einstellungen Kamera, Finger auf der Kamera halten und dann einfach mit Start die Testkreuze schneiden. Und dann den Mittelpunkt suchen und bestätigen. Ja, das ist jetzt aber auch schon perfekt. Also er hat meine Einstellung demnach auch genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Display sehen könnt, wahrscheinlich schlecht. Aber hier ist genau mein Kreuz, meine Kalibrierung ist demnach auch wirklich drin. Also da gibt es jetzt quasi echt nichts zu ändern. Ich bestätige das einfach wieder. Vielleicht hat er auch deshalb vorher nichts gemacht, weil das auch schon genau das ist, was ich ihm gestern auch mitgegeben habe. Und wenn man ganz sicher gehen will, dass es jetzt geklappt hat und dass die Ergebnisse gut sind, dann dürft ihr dreimal raten. Dann druckt man als nächstes einfach nochmal so einen Testdruck aus, schneidet den nochmal und guckt einfach, wo das Ganze landet. Und genau das machen wir jetzt hier auch einfach. Wir switchen nochmal zurück in die Software. Und keine Sorge, das, was wir jetzt machen, erstmal wirklich zu gucken, dass das Ganze auch irgendwie akkurat landet und dass das gut funktioniert. Das macht man ja nicht bei jedem Print-and-Cut-Projekt. Das macht man einfach einmal, wenn man sich mit seinem eigenen Druck- und Schnitt-Setup vertraut macht, wenn man gucken will, wie akkurat schneidet mein Gerät, wie sieht es bei mir mit dem Vorder-Rückseitendruck beim Drucker aus, dann macht man das einmal, man macht es ja nicht jedes Mal wieder. Und wenn das dann passt, ach so, ja, das kann ich euch jetzt natürlich auch noch zeigen. Das eine, was jetzt mich gerade wieder verunsichert, ist, dass mein Drucker nicht druckt. Wartet, probieren wir jetzt gerade direkt nochmal. Weil wenn der Drucker nicht druckt,
Vielleicht druckt er jetzt gleich. Jetzt druckt er. Sehr gut. Und dann wechseln wir gerade noch mal hier zur Kamera, zu dieser hier. Und wenn ihr jetzt, wie ich gerade, dieses Test-Kalibrierungsteil schneidet, anstatt es zu drucken, hier seht ihr vielleicht auch noch mal unter der Kamera, das sind dann wirklich nur ganz, ganz feine Linien. Aber mit diesen ganz feinen Linien von dem Messer habe ich einfach ein viel, viel akkurateres Kalibrierungsergebnis bekommen, als mit dem Versuch, da irgendwie mit einem eingespannten Minenbleistift, der eigentlich viel zu lang ist für den Adapter, irgendwie einen einigermaßen brauchbaren eine einigermaßen brauchbare Kalibrierung zu erzeugen. Also das ging so wirklich viel, viel besser. Wir drehen jetzt einfach gerade noch einmal das Blatt um. Wichtig, wenn ihr doppelseitige Sachen druckt, für die, die es nicht so häufig machen, denkt immer an die Richtung. Das Blatt ist so durchgelaufen und an der Richtung ändere ich nichts. Das heißt, ich drehe das jetzt nicht irgendwie so, sondern ich drehe das immer hier um diese Achse. Ich drehe es so rum und stelle es jetzt von oben einfach wieder rein. Damit die Durchlaufrichtung einmal die gleiche bleibt, dann schicken wir es einfach wieder an den Drucker. Und ich hoffe, er macht es diesmal direkt. Er hat heute einen neuen Platz, der steht da normalerweise nicht. Vielleicht gefällt es ihm hier nur so bedingt mit so viel Aufmerksamkeit. So, und das packen wir jetzt einfach gemeinsam wieder auf die Matte, legen es einmal ein und ich zeige euch hier unter der Kamera auch nochmal, was ich glaube, was ihm jetzt gerade vorher nicht gefallen hat. Wenn ihr wie ich möglichst viel von eurer Matte nutzen wollt, dann guckt, dass ihr es nicht macht wie ich, also nicht jetzt hier an eine von diesen dicken Linien ankleben, weil ich glaube, die haben ihn jetzt beim Einscannen gestört. Die sind zu nah an der Registrierungsmarke dran. Entweder wirklich doch hochgehen bis an den Rand, dann hat man hier oben einfach schwarzen Rand und unten genug Platz bis zur nächsten dicken Linie. Weil diese dicken Linien sehen für den natürlich dann beim Einscannen verdächtig nach, da ist doch die Linie, die ich suche, aus. Also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ne, nicht zu nah da dran kleben, das war, glaube ich, bei mir beim ersten Registrierungsversuch das, was nicht so gut geklappt hat. Lernt aus meinen Fehlern, will ich damit sagen. So, dann packen wir das Ganze wieder einmal ins Gerät. Einmal hier hin. Und da dürften wir auch einmal wieder ein kleines bisschen, ja, so, einmal ein kleines bisschen rausfahren. Ich lege das Ganze wieder ein. Ich gucke eigentlich jetzt nur darauf, dass es gerade eingelegt ist. Und dann fahre ich wieder hier in diese untere, genau in diese untere Ecke. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mit diesem da an diese Ecke zu fahren. Aber ich finde es inzwischen gar nicht mehr so schlimm. Ich habe am Anfang gedacht, ach, so eine Arbeit. Aber inzwischen, man gewöhnt sich ja an alles, ne? So. Wir haben gedruckt, wir gehen jetzt hier auf Schneiden, senden das Ganze einmal hier an den Plotter. Jawohl. Und springen hier so, dass ihr ein bisschen mehr seht, was er macht. Jetzt seht ihr hier auch nochmal, dass er die Ecken der Reihe nach abfährt. Und dass das jetzt hier auch wirklich auf Anhieb klappt. So, wenn bei euch das so sein sollte, wenn ihr bei eurem allerersten Print-and-Cut-Projekt irgendwie dieses Problem habt, dass euer Gerät losfährt und dann stehen bleibt und piept, der macht dann so komische Piepgeräusche, dann wart ihr einfach nicht nah genug an dieser ersten Marke dran. Das ist am Anfang ein bisschen tricky, wirklich die Stelle zu finden, wo der stehen muss, damit er wirklich direkt bei der Erkennung beim ersten Bild sieht, aha, hier geht's los sozusagen. Ah ja, wo bekommt man die Testseite? Daniela, warte. Den Moment kann ich nutzen. Ich habe euch das eigentlich in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht, Florian, kannst du den Link bitte nochmal in die Kommentare machen. Nur ohne Link Doppelpunkt. Vielleicht Testseite Doppelpunkt, damit man nachher auch noch weiß, um was es sich handelt. So, ich hole uns die Seite einmal. Wir gucken gemeinsam wieder drauf. So. Und ich würde auch hier wieder sagen, das sieht ganz gut aus. Hier in der oberen Ecke bin ich tatsächlich nicht ganz zufrieden. Hier. Hier. Die ist nicht ganz perfekt. Aber vor der Rückseite ist von der Genauigkeit her auch in Ordnung. Ja, das heißt, so könnte ich jetzt tatsächlich einfach mal eine Blumenstraußform drucken und ah ja, ist schon geklärt. Danke. Entschuldigung, dann Entschuldigung fürs nochmal aufscheuchen. Würde ich sagen,
Wir machen das so, oder? Wir drucken jetzt einfach mal so eine Blumenstraußform, dass ihr seht, dass es da eigentlich wirklich ganz genauso läuft. Ihr macht genau das Gleiche, was wir jetzt gerade hier auch gemacht haben. Es ist wirklich ganz genau dasselbe. Wartet, dann wechseln wir gerade noch einmal wieder zusammen hier auf den Bildschirm. Gehen zurück zum Design. Wir machen das vielleicht gerade nochmal von vorne, damit jeder nochmal sieht, wie es funktioniert. Ihr macht euch also ganz normal die Software auf, drückt hier einmal auf Druck- und Schneidejob. Hier habt ihr jetzt die Größe von eurem Material, in meinem Fall A4. Ich nutze hier oben gerne die Seitenmarkierung, dann kommen auch direkt hier diese Passermarken zum Vorschein. Und dann hole ich mir einmal eine passende Datei von den Farbdruck-Caesar-Dateien. Dann kann ich nämlich hier auch noch mal so ein bisschen erklären, was bei denen anders ist als bei den anderen. Es ist nicht viel, aber es gibt was. Ich nehme mal hier diese kleinen Außenteile, die fehlen mir nämlich gerade noch. So, ich werfe das einmal hier rein. Oh, sorry, das ist bunt. Eigentlich will ich rosa. Ich habe nämlich mit rosa-orange schon angefangen. Wir holen einmal das gleiche in rosa. Und dann wähle ich hier aus die bearbeitbare Grafik, die schon ausgewählt ist, sage jawohl. Und dann landet das Ding auch schon direkt hier mitten auf meiner Matte. Was ich jetzt noch machen muss, ist, dass ich hier in die Ebenen gehe und einmal hier, wo meine Datei einmal hinterlegt ist, sage, das ist bitte drucken und schneiden, damit er weiß, was er damit anfangen soll. Das ist der eine Klick, den ihr noch machen müsst. Nach dem auf die Matte bringen, einmal hier sagen, das ist drucken und schneiden. Und dann können wir auch schon zum Design senden wechseln, senden und können jetzt hier einmal entsprechend die Vorderseite drucken. Einmal die Vorderseite, einmal die Rückseite. Ich lege gerade wieder ein Blatt einmal in den Drucker ein. Dann schicken wir das einmal an den Drucker. Okay. Der erstmal wieder nichts macht, was mich leicht verunsichert. Doch jetzt. Er braucht einfach nur einen Moment. Das ist jetzt natürlich kein super hochqualitativer Druck, ne? Das merkt ihr an dieser Geschwindigkeit, in der der druckt. Aber ich finde die Farben trotzdem gar nicht schlecht. Und wenn man es dann noch ein bisschen schicker und noch ein bisschen toller will und noch mehr Zeit hat als wir jetzt gerade, dann kann man es einfach auf höchster Qualität zum Beispiel durchlaufen lassen. So, ich nehme das Blatt und drehe es so. Also ich drehe es nicht so, sondern ich drehe es einmal so, dass das, was jetzt die Oberseite war, wieder nach unten. Bei mir muss es immer so nach unten in die Maschine rein. So, gut. Dann gehe ich zurück in die Software. Und jetzt drucken wir Rückseite. Da ist jetzt noch ein wichtiger Zwischenschritt. Wir spiegeln jetzt hier unser Bild einmal. Einfach Rechtsklick auf dieses Motiv, horizontal spiegeln. Und dann können wir den ganzen Druck auch schon wieder senden. Und wenn der Drucker fertig ist mit Überlegen, das war jetzt eigentlich auch ein ganz günstiges Motiv. Wartet, ich kann euch das Ganze vielleicht gerade hier nochmal zeigen. Gehen wir nochmal auf die Kamera. Ja, das ist jetzt einmal die eine Seite. An dem, dass hier die Vorderseite spiegelverkehrt steht, sieht man auch, dass es die Rückseite ist, auch wenn man hier nicht Rückseite aufdruckt. Aber ich persönlich finde es tatsächlich ganz schön, dass man hier einfach in der Software spiegeln kann, weil man dann nicht mit einer Vorderseite und einer Rückseite arbeiten muss, wo ja dann wieder die Gefahr besteht, dass irgendwas nicht genau am richtigen Platz liegt. Das heißt, ich finde es eigentlich ganz schön, dass man das einfach drehen kann. So. Wichtig ist jetzt, ich habe in der Software gerade gespiegelt, wenn ich jetzt direkt nur auf Schneiden gehen will, müsste ich jetzt die Rückseite nach oben kleben. Ich kann aber genauso gut die Vorderseite nach oben kleben, muss dann halt in der Software nochmal spiegeln. Das ist das Einzige, wofür ich euch ein bisschen sensibilisieren will, dass man, wenn man spiegelt, um die Rückseite zu drucken, dass man dann entweder eben auch die Rückseite oben liegen haben muss oder eben nochmal spiegeln muss. Also es muss nachher genau das Bild in der Software zu dem passen, was ihr hier auf der Matte eben auch macht. Ne? Ich habe jetzt hier die Vorderseite oben liegen und ich habe es ein bisschen schief aufgeklebt, oder nee, ist eigentlich ganz gut. Ich versuche das möglichst gerade vom Raster her aufzukleben und dann gehen wir einfach nochmal zusammen zurück in die Software. Und hier ist es jetzt noch gespiegelt, wir spiegeln einfach wieder zurück, weil ich jetzt halt die Vorderseite nach oben geklebt habe. Das heißt, vergleicht einfach euer Bild auf der Matte nochmal mit dem, was ihr hier in der Software seht, dass das zusammenpasst. Und dann legen wir die Matte wieder ins Gerät.
Dürft ihr natürlich gerne auch mitgucken. So, und jetzt fahren wir wieder an den richtigen Punkt. Der richtige Punkt ist dieser hier, ne? Da will ich hin. Das heißt, ich fahre die Matte einmal hier rein. So, und jetzt stehe ich ziemlich genau da in der Ecke. Wie gesagt, wenn er die Registrierungsmarke nicht findet, und dann wird er sich auch beschweren. So, und dann starte ich das Ganze. Ich zeige es nochmal hier in der Software. Wir schalten jetzt hier um auf den nächsten Schritt quasi hier links runter zu den Schneidekonturen und sagen jetzt, wir wollen das Ganze bitte einmal an den Plotter senden. So, und jetzt fährt er wieder der Reihe nach eben hier meine Ecken ab. Und jetzt haben wir gleich einen ganz entspannten Moment Zeit, uns über Fragen und so weiter zu unterhalten, weil er wird jetzt einfach einen Moment brauchen, um das zu schneiden. Also ihr seht, er hat jetzt erst wieder anhand der Passermarken geguckt, wo genau liegt das Druckbild, und hat dann losgelegt mit dem Schnitt. Na, ich komme nochmal zu euch zurück. Ich lese hier noch Danielas Frage, ob ich schon ein Video gemacht habe, wie man SVG-Dateien in der Caesar-Software öffnet und diese dann schneidet, ob man irgendwelche Änderungen vor mir nehmen muss oder ob man einfach schneiden kann. Daniela, du kannst tatsächlich einfach schneiden. Du kannst einfach Drag and Drop die SVG rein. Du musst natürlich einstellen, mit welchen Einstellungen du schneiden möchtest. Warte, das kann ich hier gerade nochmal zeigen. Du kannst entweder sagen, du möchtest die Plotter-Einstellungen verwenden, aber ich persönlich lege dann einfach lieber hier direkt die Geschwindigkeit und den Andruck fest. Und hier legst du dann die Werte fest, die für dein Material stimmen. Für meinen Foliatonkarton reicht eigentlich meistens auch schon ein Pressdruck von 50. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier nur mit Geschwindigkeit 6 schneide, da nehme ich meistens auch mehr. Aber ihr habt hier so die Einstellungsmöglichkeit, eigentlich nur Geschwindigkeit und Druck. Durchgänge gibt es noch keine, wie man das von Silhouette kennt, obwohl die kommen sollen. Überschnitt gibt es auch noch keinen, der soll auch kommen. Ich hoffe, er kommt auch wirklich. Ja, und viel mehr ist es nicht, dann sagst du an den Plotter senden und Abfahrt. Die Sachen, wenn du SVG-Dateien von mir einmal hier reinbringst in die Software, dann werden die in Originalgröße in der Regel importiert. Also du musst dich da eigentlich um nichts kümmern. Du kannst, wenn du die Fix-Variante verwendest, das sage ich gerade nochmal dazu, Fix bedeutet bei mir, bei meinen Projekten mit Faltlinie, dass da dieser Faltlinienschnitt, diese Schnitte in kleinen Abständen schon direkt festgelegt sind, dass du dann wirklich direkt lossenden kannst. Und ich lese noch die Frage, ob es eine Druckausblutung gibt. Ja, ich glaube, die gibt's. Aber ich will nicht lügen. Da muss ich selber noch mal gucken. Diese Druckausblutung kannst du, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, direkt einstellen, wenn du Dateien als direkt Print and Cut importierst. Das heißt, die Druckausblutung verwendest du ja dann eigentlich dann, wenn du so eine Grafik selbst, eine PNG ohne weißen Hintergrund da reinbringst. Ich zeige euch aber, Druckausblutung, danke, ist ein sehr schönes Stichwort. Ich zeige euch mal, dass es in meinen Dateien für euch schon vorbereitet ist. Und ich sehe gerade noch mal Kims Frage, wo Spiegeln ist. Kim, Rechtsklick, horizontal spiegeln. Ich erzähle das hier und habe den Bildschirm nicht offen. Hier, guck mal noch mal. Einfach hier Rechtsklick im Sendendialog und dann kannst du direkt hier im Sendendialog horizontal spiegeln. Du musst also gar nicht raus dafür zurück zum Design oder so, sondern du kannst direkt hier im Sendendialog spiegeln. Und zum Thema Druckausblutung, wie gesagt, vielen Dank, das ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist eben auch eine der Dinge, die in den Dateien, die ich für euch vorbereite, schon geregelt ist. Da kümmere ich mich drum, ich überlasse es keiner anderen Software sozusagen, ob das hinterher funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Ich lege euch hier mal die Formen nach vorne. Und dann gucken wir uns das mal ganz aus der Nähe an. Wir werden es am Schnittergebnis hoffentlich auch gleich schön sehen können. Aber wenn ich euch jetzt hier die Gruppe einmal vielleicht noch umstelle, wir sagen mal nicht, wir wollen die mal nicht füllen. Wir wollen mal nur einen Umriss und den Umriss stellen wir auch mal ein bisschen schmaler ein. Und wenn du jetzt siehst in meiner Datei, wo die Schneidelinie liegt, das ist jetzt die kräftige schwarze Linie hier im Vordergrund. Und bis wohin die Farbe für den Druck geht, dann siehst du, habe ich mich quasi in meiner Datei für euch schon darum gekümmert. Ne, da habe ich schon quasi hier meine Pixelgrafik extra breiter angelegt als die eigentliche Druckform, damit ihr da nirgendwo weiße Blitzer bekommt, weil
man hat so seinen Kampf, dass das wirklich alles ganz genau wird. Ich habe das Ganze damals mit Silhouette entwickelt und ich hatte mit meiner Silhouette-Maschine auch nie wirklich Probleme mit Print and Cut. Die hat es immer super gemacht. Aber wenn jetzt die farbige Füllung wirklich nur bis zur Schnittlinie herangehen würde, dann würde man jede minimalste Abweichung nach links oder rechts durch solche weißen Blitze an den Rändern einfach im Endergebnis extrem sehen. Und so habt ihr so ein bisschen Pufferzone drumherum, aber auch nicht zu viel, damit man nicht zu viel Druckerfarbe verschwendet, aber dass man so ein bisschen einen Schutzbereich hat, wo es nicht so schlimm ist, wenn es so eine minimale Abweichung links-rechts gibt. Trotzdem hat man nachher ein schönes, fertiges Bild. Also in meinen Dateien ist diese Druckausblutung, dieser Rand zusätzlich drum quasi, der ist schon fertig da. Also da muss man selber nichts machen. Und ich habe da auch mit ganz viel Liebe gezeichnet, falls ihr euch fragt, warum die Datei das kostet, was sie kostet. Guckt euch mal hier diese ganzen Übergänge vielleicht auch noch zwischen den Blütenblättern und den Blättern an. Ich habe sogar da gesessen und mir da überlegt, bis wohin lasse ich welche Farbe gehen, falls doch der Schnitt nicht ganz genau da landet, wo er landen soll, damit das Ergebnis möglichst hübsch aussieht. Und solche Sachen hier, also die Übergänge, dass die auch einigermaßen gut werden, das kann halt so eine automatisierte Druckausblutung gar nicht. So. Ich lese gerade, ob wir demnächst eine Anti-Eye-Kalibrierung bei Silhouette machen können. Ich will jetzt aktuell noch nicht sagen ja, weil ich im Moment selbst nicht viel mit Silhouette mache. Und ich lese jetzt gerade noch die Frage von Kim, Spiegeln außerhalb vom Druckbereich. Kim, auch das funktioniert. Warte, wir zoomen mal aus. Außerhalb vom Druckbereich kannst du auch... Oha, wollte gerade sagen, einfach Rechtsklick horizontal spiegeln, aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Damit liege ich falsch. Ich habe aber eine Idee. Warte, ich will mal was ausprobieren. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ausprobieren will ich es trotzdem. Nee, hat nicht geklappt. Ich dachte, wir können mal -1 machen, damit der flippt, aber das hat nicht funktioniert. Boah, vielleicht kann da sonst irgendjemand behilflich sein. Doch, hier. Hier, oder? Hier, Kim, hier. Ich wusste, es geht irgendwo. Hier unten. Neben diesen Verschweißen-Operationen hast du hier die Möglichkeit zu spiegeln. Und es amüsiert mich gerade, dass da Skalieren dran steht. Oh, jetzt mache ich gerade Mist. So, genug der Experimente. Ich lese gerade noch die Frage, und zwar schreibt Shelty-Zucht, sie war nicht von Anfang an mit dabei, vielleicht wurde es schon erwähnt, ob ich hier eine AI-Datei in Caesar importiert habe oder wie ich das jetzt da vom Blumenstrauß hier reingekriegt habe. Und Martina fragt, ob dieses Spiegeln nicht nur in der Pro-Version ist. Martina, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eigentlich keine Pro-Version, dachte ich zumindest. Zumindest nutze ich sie nicht aktiv, aber ich will keinen Mist erzählen. Die Tatsache, dass ich hier diese Operationen habe, sagt eigentlich, ich habe doch eine Pro-Version. Auch wenn ich sie in den letzten Tagen noch nicht hatte. Wenn es wirklich nur Pro-Version wäre, wäre das hart. Dann würde ich das nochmal weitergeben. Aber Kim hat es gefunden. Okay. Und zum Thema, wie habe ich diese Farbdruckdatei hier reingekriegt? Ich zeige das nochmal ganz auf die Schnelle. Ich habe einfach mir hier eine Datei geöffnet, habe gesagt, das ist ein Druck- und Schneidejob. Ich möchte die Seitenmarkierung verwenden. Wir haben vorher noch die Ränder hier auf schmal gestellt. Da kannst du vielleicht nachher einfach nochmal ein Video zurückskippen. Und wenn du jetzt meine Blumenstrauß-Datei hast, dann bringst du die einfach per Drag and Drop in die Software, sagst jawohl, bitte öffnen und dann ist sie auch schon da. Und wenn du dann hier in den Ebenendialog schaust, kannst du hier einmal das Ganze auf Drucken und Schneiden umstellen. Und wenn man es sich mal genauer angucken will, kann man hier auch einmal die Gruppierung aufheben. Und dann sieht man, dass man hier die Bilddatei hat. Dann hat man zusätzlich hinter dem Bild liegen hier diese eigentliche Schneideform für die einzelnen Blumenstraußteile. Und wer sich fragt, was das hier noch für eine zusätzliche Form ist, das erzähle ich auch direkt noch. Wartet. Das switchen wir gerade noch mal gemeinsam auf die andere Kamera. Der ist nämlich auch fertig mit Schneiden. Dann können wir uns nämlich das Ergebnis gemeinsam angucken. So. Ich habe jetzt extra noch nichts runtergemacht. Da auch noch eine kleine, aber feine Sache. Was soll das mit diesen Dreiecken hier?
Diese Dreiecke sind die Notlösung, sind die Rettung für die Leute, die einen Drucker haben, der ums Verrecken keinen ordentlichen Vorder-Rückseitendruck hinbekommt. Soll heißen, es kann vorkommen, je nachdem, wie gut, schlecht euer Drucker in dieser Hinsicht ist, wenn ihr einen Drucker habt, der eure Rückseite versetzt, dann kann es sein, dass ihr diesen Versatz korrigieren könnt. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Wenn man sagt, die Rückseite ist immer 1 mm zu weit rechts, dann kann ich den Rückseitendruck immer 1 mm nach links verschieben und alles ist gut. Wenn ihr einen Drucker habt, wo der Rückseitendruck mal 1 mm weiter links ist, mal 1 mm weiter rechts, also wo die Varianz einfach zu groß ist, dann klappt es mit dem Vorder-Rückseitendruck nicht. Dann könnt ihr eine Notlösung wählen. Dann druckt ihr die Vorderseite separat und schneidet erstmal nur diese Dreiecke aus. Dann druckt ihr die Rückseite separat und schneidet erstmal nur diese Dreiecke aus und dann benutzt man diese Dreiecke, um die Vorder- und Rückseite miteinander zu verkleben. Wenn ihr das machen wollt, diese Notlösung, dass man sagt, man macht keinen doppelseitigen Druck, sondern druckt die Vorderseite, druckt die Rückseite und klebt die zusammen, dann nehmt aber bitte dünneres Papier. Dann nehmt ihr nicht direkt 120 Gramm, sondern dann geht ihr runter auf Tonpapier anstatt Tonkarton. Das seid ihr mehr so bei 140, 120, das wäre in Ordnung. Und dann kann man die zwei Teile zusammenkleben anhand dieser Aussparungen, weil diese Aussparungen passen dann ja genau aufeinander. Diese Aussparungen mit den Dreiecken helfen euch dann einfach, diese zwei Bögen A4 möglichst perfekt aufeinander zu kleben. Und dann packt man das Ganze zusammen wieder auf die Matte und schneidet erst dann die Blumenmotive aus. So, und anhand von dem, was ich jetzt hier gerade ablöse, könnt ihr das mit den Rändern auch ganz gut sehen, ne? Dass hier trotzdem jetzt noch Farbränder ringsherum geblieben sind, die auch sehr schön gleichmäßig aussehen hier auf der Vorderseite. Das heißt, die Kalibrierung ist absolut gut, die wir da gemacht haben. Ich hoffe, ihr könnt es hier unter der Kamera einigermaßen sehen, ne, dass es wirklich vom Ergebnis her super geworden ist. Jetzt drehen wir einmal um und gucken auf die Rückseite. Und hier auf der Rückseite könnt ihr vor allem an diesen Dreiecken sehen, dass ich in der Rückseite durchaus einen minimalen Versatz drin habe. Das heißt, mein Rückseitendruckmotiv sitzt minimal zu weit rechts. Sieht man hier auch, dass der Rand hier rechts außen ein kleines bisschen breiter ausfällt als der hier links. Aber das ist so minimal, dass ihr das hier nachher im Ergebnis und im zusammengebauten Projekt überhaupt nicht wahrnehmen werdet. Deshalb habe ich jetzt hier auch an meiner Druckdatei gar nicht viel irgendwie gemacht, weil ich schon an meiner Testseite gesehen habe, das ist so nah beieinander, dass das Ergebnis auf jeden Fall gut wird. So, und wir trennen jetzt hier einfach diese einzelnen Formen ab. Hier ist jetzt wirklich alles wie bei einem ganz normalen Plotprojekt, ne? Also es ist jetzt einfach schon bunt. Das ist jetzt die einzige Besonderheit, ist wirklich, dass es einfach schon bunt ist. So. Und dass es nicht richtig geschnitten ist. Da fange ich ja gleich wieder an, pingelig zu werden. Aber ansonsten, vom Prinzip her, denke ich, klar. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt damit nicht abgeschreckt, dass ihr sagt, oh Gott, was für ein Aufwand, sondern dass ihr sagt, ja geil, eigentlich gar nicht so schlimm und gar nicht so schwierig, probiere ich aus. Weil es ist schon, guckt mal, es ist schon schön, oder? Die Vorderseite, die Rückseite. Also, ja. Und was halt bei genau diesem Projekt so tricky ist, es gibt einen Grund, warum ich jetzt nicht für alles irgendwie Farbdruckerweiterungen anbiete. Weil man könnte ja meinen, ach komm, das ist ein bisschen ausmalen. Dieses bisschen ausmalen, das kostet einfach auch Zeit. Ich mache das dann ja auch in ordentlicher Auflösung. Ich will, dass es wirklich dann auch rundum hübsch aussieht. Aber ich hole den Strauß nochmal ran, um euch zu erklären, warum ich es ausgerechnet bei diesem Projekt, wo es für mich auch echt viel Aufwand war, wirklich sinnvoll fand. Ich glaube nämlich nachhaltig, dass ich euch damit das Leben leichter mache. Guckt mal. Wenn man mal den fertigen Strauß betrachtet, dann seht ihr, ihr könnt den auch von Hand anmalen, ihr dürft den auch von Hand anmalen. Das ist aber nur was für Leute, die sowas echt gerne machen und die eine richtige, ordentliche Portion Geduld haben. Warum? Weil ihr hier mehrere Lagen habt. Ihr habt 5 Lagen in der einen Richtung, 5 Lagen in der anderen Richtung. Und die Blüten, die matchen sich hier immer. Das heißt, ich habe jetzt hier diese violette Blüte. Ich habe jetzt extra hier die bunte Variante, weil bei der bunten seht ihr es noch ein bisschen extremer. Die sitzt mit einer Hälfte hier, die sitzt mit der anderen Hälfte aber auch in dieser Mittellage drin. Das heißt, wenn ich das Ganze von Hand anmale, muss ich einfach beim Anmalen der Blüten immer darauf achten, dass ich irgendwo die andere Blütenhälfte dazu finde und die auch passend anmale.
Man kann sich helfen, wenn man den unbedingt von Hand anmalen will, anstatt den zu bedrucken, indem man alle Blüten in der gleichen Farbe anmalt. Dann muss man nicht so genau gucken. Aber ihr versteht, was ich meine, warum es ausgerechnet bei diesem Projekt total Sinn macht, zu drucken und zu schneiden, anstatt von Hand zu malen, jedes Mal von Hand zu malen, weil das von Hand anmalen erstens scheiße dauert, Entschuldigung, bei so einem langen Projekt, bei so vielen filigranen Teilen, dann muss man aufpassen, dass man sich nichts verbiegt. Das ist ja doch irgendwie alles zierlich. Und man muss halt wirklich die ganze Zeit konzentriert sein und immer gucken, welche Blüte gehört wo dazu. Weil sonst baut man nachher dann die schön angemalten Teile, die man stundenlang koloriert hat, zusammen und ärgert sich grün und schwarz, weil zwei Blütenhälften nicht zueinander passen. Und genau das erspare ich euch mit dieser Farbdruckvariante, weil ich da einfach viel Zeit investiert habe und wirklich geguckt habe, aha, das ist die eine Hälfte von der blauen, das ist die andere da. Ne, dass das wirklich alles dann auch rundherum stimmig zusammenläuft. Deshalb gibt es das hier bei dieser Datei und deshalb gibt es jetzt nicht für jede Tunnelkarte und jedes Projekt irgendwo eine Farbdruckdatei, aber hier bei dem Projekt fand ich, macht das absolut Sinn. So. Jetzt gucke ich gleich nochmal durch meine Checkliste. Wir holen die fertigen Teile noch von der Matte. Aber ich glaube, das Wichtige zum Thema Print and Cut haben wir dann hier erstmal abgedeckt. Und ich hoffe, der eine oder andere schreibt jetzt, er traut sich jetzt dann ran. Wie ist es mit Maren? Maren hat die ganze Zeit jetzt darauf gewartet. Maren hat seit Wochen lang ganz konsequent, völlig zu Recht, immer wieder nachgefragt, ob wir mal und wann wir mal Print and Cut mit dem Caesar-Plotter machen. Heute habe ich abgeliefert. Heute haben wir Print and Cut mit dem Caesar-Plotter gemacht. Maren, sag mal was dazu. Hast du dir das so vorgestellt? Ist es schwieriger als gedacht? Ist es einfacher als gedacht? Und vor allem traust du dich jetzt ran? Das würde ich jetzt alles gerne von dir wissen. Entschuldigung, ich weiß, das ist ein bisschen frech. Aber die von euch, die sowas anzetteln, die werden dann hier auch in die Verantwortung genommen. So. Ich teste gerade neue Klingen, von denen bin ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt, muss ich hier gerade mal sagen an der Stelle, weil das nicht so schön rausgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber gut. Ist halt auch wieder typisch ich, dass man wieder 20 Sachen gleichzeitig machen muss. So. Gut, da sind sie, meine 4 Außenteile. Und ich drucke und schneide jetzt nicht die ganzen 5 Bögen mit euch, weil es ist wirklich einfach immer das Gleiche. Ihr braucht für einen Blumenstrauß 5 bedruckte Bögen vor der Rückseite. 5 Stück, also das ist nicht die Welt, das sind nicht so viele. Und wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, geht es auch ganz wunderbar nebenher. Und diejenigen von euch, ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal dazu, die sich diese Caesar-Farbdruck-Variante kaufen oder die bitte nochmal neu runterladen, weil sie den Farbdruck für den Blumenstrauß früher schon mal gekauft haben, die haben da diese Testdatei, die ich heute verwendet habe, schon mit drin. Weil die Frage ja auch vorhin nochmal kam, da ist diese Testvariante schon enthalten. Dann kann man wirklich erst den Test machen, kann sich durch den Test einmal durcharbeiten, ne? Und dann weiß man, dass alles passt und dann kann man an die Farbdruckvariante ran. Ach ja, wunderbar. Also Maren schreibt hier, Maren, ich hole auch deinen Kommentar direkt nochmal rein, wenn du schon fleißig antwortest. Maren traut sich, sie denkt, es ist nicht schwieriger als bei Silhouette, einfach nur ein bisschen anders, aber toll. So ist es, Maren. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Es ist ein bisschen anders als bei Silhouette, alleine mit der Markierung, die man in dieser Ebenenübersicht einmal machen muss, die nicht so offensichtlich ist. Mit dem Hinfahren an den Startpunkt, das kann ich euch vielleicht auch gerade in der Software nochmal zeigen. Wartet, wir switchen da nochmal hin. In der Software kriegt ihr diesen Hinweis eigentlich auch, nämlich hier dieser kleine Pfeil, den ihr hier unten seht. Seht ihr den? Der zeigt eigentlich auch hier in diese Ecke, sollst du bitte das Messer stellen. Der wird bei mir deshalb nicht ausgedruckt, weil ich das Ganze unbedingt maximieren will, weil ich hier oben ja in den Voreinstellungen das Ganze auf kleine Seitenränder eingestellt habe, damit ich möglichst viel von meinem A4-Blatt auch benutzen kann. Ah, sehr gut, danke. Damit komme ich direkt zu noch was ich erzählen wollte. Was ist anders in der Caesar-Version als in der Silhouette-Version? Vom Ergebnis eures Blumenstraußes her gar nichts. Warum gibt es aber dann eine extra Version zum Runterladen für die Caesar-Nutzer? Aus einem einfachen Grund. In der Originalversion, die ich ursprünglich für Silhouette angelegt habe, ist es so, dass dieser weiße Rand vom Bild einfach bis ganz raus auf den A4-Rand geht. Warum? Einfach deshalb,
weil man in Silhouette sowieso mit A4 auch arbeitet und der Silhouette-Software ist es egal, ob da irgendwo Bildinformation über den Schneiderahmen hinausgeht. Bei der Caesar-Software ist es aber so, ich kann nochmal zurückgehen zu den breiten Rändern. Wir nehmen hier das kleine Seitenränder in den Voreinstellungen mal raus. Hier ist es leider so, wenn meine Bildinformation über diesen verfügbaren Bereich hinausragt, dann wird der Druck nicht gedruckt. So, und das ist doof. Obwohl da ja nichts ist, was dahin gedruckt werden muss, aber das weiß die Software halt nicht. Die erkennt einfach nur, das Bild ist zu groß und wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Design senden, dann seht ihr schon hier in der Vorschau, dass das Bild wegrationalisiert wird und jetzt kann ich hier meine Bilddateien nicht drucken. So. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe in der Variante, die ich jetzt extra für Caesar gemacht habe, dieses Hintergrundbild, diese Farbdruckinformation einfach passend verkleinert, dass die nur in diesem Zwischenbereich liegt, der hier tatsächlich auch erfasst werden kann. Trotzdem müsst ihr, um das zu verwenden, hier in den alle Präferenzen auf die kleinen Seitenränder umstellen und dann, wie gesagt, einmal hier die Seitenmarkierung nochmal neu einblenden, sonst nimmt er das nicht an. Also wenn euer Bild auch so aussieht wie meins gerade, wartet, wir gehen nochmal zurück, sorry, das ist jetzt viel Hin- und Herklickerei. Wenn das bei euch auch so aussieht, also dass euer Bild so komisch durchscheinend ist und man jetzt plötzlich die Linien hinten dran auch sieht, dann wird er das nicht drucken. Das ist hier in der Leonardo-Software leider einfach so, wenn die Bildinformation größer ist als dieser verfügbare Bereich für Print and Cut, dann druckt er euer Bild nicht. So, und das ist der Grund, der doofe, aber nicht wegredbare Grund, warum ich mir die Mühe gemacht habe, für euch die Dateien für Caesar nochmal neu zu exportieren, weil ihr sonst gezwungen gewesen wärt, das Projekt zu verkleinern. Also man hätte auch die ganze Zeit ohne die Caesar Spezialdatei quasi mein Blumenstrauß-Farbdruckprojekt schon mit Caesar umsetzen können. Ich zeige euch hier meine Mini-Variante nochmal. Das hätte funktioniert. Aber man hätte das Ganze so verkleinern müssen. Da ist er. Mini ist jetzt auch übertrieben, aber ihr seht schon, ne, dass da schon ein Größenunterschied drin ist. Das ist einfach, den habe ich damals sofort getestet, als es darum ging, bleibt die Juliette nicht, habe ich den kleinen Strauß mit der Juliette ausprobiert und ich war begeistert, wie akkurat das damals direkt funktioniert hat. Also ich habe da gar kein Geschiss machen müssen mit Kalibrierung, ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das war jetzt nötig. Und ich habe die Juliette jetzt wie lange? Auch schon ein paar Monate. Am Anfang war es nicht nötig, also auch wenn eure Juliette am Anfang das perfekt gemacht hat, kann es sein, dass irgendwann mal eine Kalibrierung nötig ist. Ich habe den Plotter halt zwischendurch auch transportiert, ich hatte den mit bei meinem Bastel-Event, kann 100 Gründe geben, warum das jetzt nicht mehr so genau gepasst hat, aber ich habe euch heute gezeigt, wie es geht. Wenn ihr es machen müsst, macht es einfach, ist kein Hexenwerk. So, das heißt vorher, wenn ihr mit der alten, wie sie halt für alle im Shop ist, Datei arbeiten würdet, müsstet ihr runterskalieren. Mit der neuen extra für Caesar müsst ihr nicht runterskalieren. Und die andere Sache, die im Caesar-Download anders ist, da ist nicht Vorderseite und Rückseite hinterlegt, sondern nur eine Seite, weil ihr bei Caesar einfach super easy im Sendendialog spiegeln könnt. Und das ist ja noch einfacher, als wenn ich jetzt extra Vorderseite und extra Rückseite in die Software importieren muss. Empfinde ich jetzt so. Und Petra fragt, kann ich die Caesar-Version auch für Cricut verwenden? Ich glaube nicht, Petra. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich müsste mich mit Cricut nochmal befassen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja, Shelty-Zucht, genau. Sie sagt, ihre Frage ist beantwortet. Sie muss sich jetzt die Datei nochmal neu runterladen. Genau, bitte. Wenn du jetzt mit Caesar plottest und du den Blumenstrauß mit der Farbdruckerweiterung schon gekauft hast, dann gehst du jetzt einfach in den Shop und lädst dir den Download nochmal frisch runter und beziehungsweise du wirst sogar sehen, dass du, wenn du jetzt in den Shop gehst, 2 Downloads siehst. Das habe ich tatsächlich hier mal so gelöst, wegen der reinen Dateigröße, weil hier ja die ganzen Bilder in 300 dpi gute Auflösung drin sind. Das heißt, der Download ist relativ groß, der ist viel größer, als wenn ihr nur so ein Plotter-Datei-Download habt. Es gibt also jetzt da so ein separates Downloadfeld, wo schon Caesar hinten dran steht. So sollte es sein. Wenn du es nicht siehst, melde dich, aber es sollte eigentlich da sein. Okay. Und Jonna schreibt, Jonna, heute kriege ich es mal richtig hin mit dem Namen. Du musst dir das Video nochmal anschauen. Du hast eine Cameo 4 und den SDX 1350. Ob das mit den beiden geht. Jonna, mit der Cameo muss es auf jeden Fall funktionieren. Aber für die Cameo 4
findest du in dem Download, den es schon die ganze Zeit gab, auch eine Testdruckdatei. Bei dem Silhouette-Download quasi ist schon die ganze Zeit eine Testdruckdatei mit drin, die ihr verwenden könnt, um erstmal zu gucken, schneidet mein Plotter akkurat. Das ist das eine, was ich euch heute wirklich mitgeben wollte. Checkt doch erstmal, wie gut funktioniert es bei mir mit Drucken und Schneiden. Macht einmal die Kalibrierung und wenn das alles durch ist, dann kann man super gut einfach reingehen und direkt mit dem Schneiden von diesen Blütenseiten starten. Anita fragt nochmal, wo man den kleinen Seitenrand einstellt. Anita, das kann ich gerade nochmal schnell zeigen. Ist nämlich auch überhaupt nicht schwierig. Du gehst bei Caesar hier unter Datei in die Voreinstellungen, alle Präferenzen und hier hast du diesen Haken für die kleinen Seitenränder. Und normalerweise ist der nicht gesetzt, den musst du reinmachen. Dann klickst du auf Akzeptieren. Und wenn du vorher schon gesagt hast, du willst hier die Seitenmarkierung verwenden, musst du da gegebenenfalls nochmal rein rausklicken. Wenn es dann nicht direkt umspringt, dann klickst du nochmal hier beim Druck-Schneidejob rein raus und dann passt es auch. Und wie gesagt, auch hier seht ihr das, ne? Wenn ich hier nicht den Haken bei den Seitenmarkierungen setze, dann meckert er auch, dass er hier meine Markierung nicht mit aufs Blatt bekommt. Deshalb setze ich den Haken einfach bei der Seitenmarkierung, damit hat sich das Gemecker erledigt. Die Datei ist so angelegt, dass ihr links, rechts 4 mm theoretisch Luft habt. Das heißt, ihr habt rechts und links 2 mm Platz zur Verfügung, die ihr verwenden könnt, um das Druckbild zu korrigieren. 2 mm gehen in die eine Richtung, 2 mm gehen in die andere Richtung. Wenn die Abweichung aber gar so extrem sein sollte, dann macht das Drucken von Vorder- und Rückseite mit eurem Drucker wahrscheinlich wenig Sinn. Also ich habe halt versucht, einen guten Mittelweg zu finden zwischen, ich reize die verfügbare Fläche aus und ich gebe euch genug Spiel, um auf eventuell erforderliche Anpassungen auch eingehen zu können. So. Gut, ihr Lieben. Die Testseite sieht komisch aus, Anita. Warte, aber du schreibst jetzt hier, dass sieht die Testseite komisch aus, aber nicht, was du vorher noch geschrieben hast. Teste ruhig mal. Hau mal die Testseite direkt rein, wenn du sie schon runtergeladen hast. Und wenn du nicht klarkommst, dann schick mir einfach mal eine Mail mit einem Screenshot. Ich helfe dir. Wir kriegen das hin. Nutzt gerne erstmal die Testseite. Die Testseite ist unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Probiert es einfach aus. Es gibt, wie gesagt, jetzt am Wochenende noch die Möglichkeit, alles, was mit dem Blumenstrauß zu tun hat, 15% günstiger zu kriegen. Ich habe euch quasi so eine Art kleinen Live-Rabatt in den Shop eingepflegt. Also wer sagt, er braucht da noch was, traut euch. Nutzt vielleicht den Tag morgen, um erstmal das mit dieser Testseite auszuprobieren. An die kommt ihr auch ran, wenn ihr das noch nicht gekauft habt. Um erstmal zu gucken, ob ihr mit Print and Cut zurechtkommt. Anita schreibt, bei ihr sind die Linien irgendwie doppelt, wenn man den kleinen Rand aktiviert. Anita, warte, das können wir gerade noch gemeinsam ausprobieren. Ich bin ja noch da. Wir probieren es einfach. Ich mache nochmal eine frische Seite auf. Sage, ich will den Druck- und Schneidejob. Die kleinen Seitenränder sind bei mir schon gewählt und ich will die Seitenmarkierung. So, und jetzt schmeiße ich da einfach nur den Test rein. Apply. So, Anita, bei mir schaut es so aus nach dem einfachen Import. Und dann müsste ich hier, wie gesagt, noch auswählen, dass ich das jetzt bitte drucken und schneiden möchte. Hier, drucken und schneiden, Design senden. Ich finde übrigens, das ist so ein bisschen unoffensichtlich. Also das muss man auch erstmal wissen, dass hier quasi die Markierung dafür ist, was der macht. Das hat mich am Anfang ein bisschen, ja, also dieser cyanfarbene Punkt ist das, was wir hier brauchen. So schaut es bei mir aus. Und wenn das bei dir irgendwie anders aussieht, Anita, schick mir einfach mal eine Mail an shop@miriamkreativ.de und dann gucke ich es mir an. Und kann hoffentlich helfen. Eine kleine Sache habe ich am Ende noch, bevor ich es vergesse. Für diejenigen von euch, die noch keine Clubbis sind und die Lust haben, mit mir und anderen Plotter-Enthusiasten einmal im Monat zu basteln. Nicht ganz einmal im Monat, es sind nicht mehr ganz monatliche Termine, die Abstände sind eher so 5 Wochen. Noch habt ihr die Chance, im Club mitzumachen. Wir haben den ersten Clubbastelabend am 29. Februar. Mit meinem Club läuft das Ganze so ab, dass ihr immer eine Woche vor dem Clubabend Zugriff auf die Datei bekommt, die wir basteln. Ihr plottet dann vorher, das ist quasi Voraussetzung, jeder muss seine Teile vorher schon geschnitten haben und an dem Abend basteln wir dann gemeinsam, kleben zusammen, kolorieren, was auch immer, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Quatschen auch ganz viel und haben eine gute Zeit. Der Club kommt dieses Jahr auf jeden Fall zustande.
Ich freue mich riesig drauf. Ich habe schon richtig Lust. Ich struggle im Moment noch, was unser erstes Projekt wird, weil ich schon wieder so eine Spontaneingebung hatte, die ich jetzt noch testen will. Wir gucken mal. Die Clubis warten aktuell auch noch gespannt darauf, was es sein wird. Ich dachte nur, ich sag's euch nochmal, wer Lust darauf hat, wer auch so dieses, ne, wer sich vor diesem Online-Format nicht scheut, der ist bei uns im Club sehr gut aufgehoben. Ich freue mich sehr über den einen oder anderen, der vielleicht noch dazukommt und auch über alle, die schon dabei sind. So. Gut. Ich lese gerade die Jonna, die schreibt, sie geht morgen Nachmittag dann mal an den PC. Wie lange der Rabatt gilt? Jonna, der gilt das ganze Wochenende. Also heute noch, Samstag, Sonntag komplett. Das heißt, ihr habt das Wochenende über auf jeden Fall Zeit. Vergesst es am besten nach hinten raus nicht. Ich weiß, heute ist schon ein bisschen spät, um dann noch selber irgendwie tiefer ins Tüfteln zu gehen. Vielleicht jetzt am Wochenende einfach mal ganz in Ruhe gucken. Und wenn was Passendes für euch dabei ist, dann zuschlagen. Günstiger wird es in der Regel nicht. Ja, Annika ist neugierig. Wie sieht es an der Eierfront aus? An der Eierfront arbeite ich auch schon parallel, aber ich wollte jetzt erstmal den Stream heute mit euch machen, weil das schon so lange versprochen war. Eigentlich habe ich jetzt an den Ostereiern wirklich auch noch jede Menge zu tun, viele Ideen, einige Wünsche für Motive, einige Wünsche für Sondergrößen, wo ich ganz fleißig irgendwie sein werde die nächsten Tage. Aber ich weiß auch schon, dass ich morgen erstmal hier drumherum studiomäßig noch ein bisschen was machen muss. Sonntag kriege ich Besuch von der lieben Annette. Ne? Liebe Grüße an die Annette, die uns auch heute hier wieder begleitet hat. Und dann ist auch schon wieder nächste Woche Montag. Ne? Aber es ist auf jeden Fall, geht's weiter. Und ich sage auf jeden Fall Bescheid, sobald es was Neues gibt. Die Aufhängung für was? Ah, die Aufhängung für die Pop-Up-Eier. Ja, schreibt mir sonst einfach gerne nochmal. Alles, was ihr unbedingt wissen wollt, schreibt mir einfach. Ich freue mich immer. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, für eure Geduld. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Auch an die, die nachher nach dem Live gucken. Wenn sich jetzt Fragen ergeben, Anschlussfragen, schreibt hier unter das Video in die Kommentare. Schreibt mir ansonsten auch gerne mal eine E-Mail. Lasst mich wissen, was los ist, was ihr braucht. Und wenn ihr irgendwas von alledem hier umsetzt, wenn ihr zum Beispiel so einen wunderhübschen Blumenstrauß bastelt, dann zeigt uns unbedingt ein Foto. Ihr kennt es, mein Disclaimer hier am Ende. Ich freue mich immer unheimlich über Fotos. Und ist das nicht cool? Also ich bin ja selbst, ich bin dann selbst manchmal wieder geflasht. Das Projekt ist von 22 und ich habe vorhin selbst nochmal Anleitungsvideo geguckt, weil es raffiniert ist und weil ich dachte, wer weiß, vielleicht lasse ich mich hinreißen und ich bastel ihn heute doch noch komplett. Dann wäre es ja gut, wenn ich weiß, was wohin kommt. Es gibt wirklich ein ausführliches Video, wo ich genau zeige, wo jedes Teil hinkommt. Und ich frage mich aber dann manchmal selbst, wenn so ein bisschen Zeit verstrichen ist im Nachhinein, was ich mir dabei gedacht habe, mir sowas auszudenken, weil man sich dann so ein bisschen zurückversetzt. Und die Konstruktion von diesem Ding war für mich in der Entstehung war das schon eine Nummer. Also das war schon hart. Könnt ihr euch ja vielleicht ungefähr vorstellen, weil man so viele Ebenen hat, die sich irgendwo treffen und dass sich mit den Motiven alles ausgehen muss und so. Ne? So, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Habt eine gute Zeit. Wenn ihr bastelt, denkt an mich, macht ein Foto und wir lesen uns. Ich weiß noch nicht wann. Ich sag Bescheid, wenn der nächste Streamtermin feststeht. Ach so, ja, und Daumen nicht vergessen. Danke. Danke, Ingrid. Tschüss.